Guten Abend. Oder guten Morgen. Herzlich willkommen, weiter geht's. Ich werde vielleicht zwischendurch mal die Balkontür aufmachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Luft hier ein bisschen muffig ist. Vielleicht liegt es auch nur am irgendwie... Vielleicht ist auch irgendwie gerade ein bisschen drückend einfach nur. Hello Nordisch. Guten Morgen. Guten Abend, wie auch immer. So, momentan gibt es hier niemanden, der weg ist, ne? Da wir ja die Welt geändert haben, ne? Wie sieht's aus hier? Es sieht gut aus. Ne? So sieht's nämlich aus. Dann gucken wir mal, was hier los ist, ne? Wie auch immer sagt er, Urlaub ist schön, ne? Die Zeit ist relativ. Ja, das ist wahr. Bin irgendwie ein bisschen trantütig gerade. Guck mal. Wir haben hier keine wichtige Mission außer der hier. Geister der Vergangenheit. Kein Kaffee am Start. Ich schon. Hab mir auch gerade welche gemacht und zocke jetzt auch durch. Was zockst du denn jetzt auch durch? Geben wir das mal ihm. Und das geben wir ihm. Er wurde 2 Streams auf. Ah. Der Funk fängt hier so an. Ich habe gesehen, dass der das gerade streamt, weil ich folge dem ja auch. Fängt er jetzt, also er fängt jetzt von Null an oder irgendwo jetzt gerade ein neues DLC oder was? Das ist sehr spannend. Ich spiele jetzt Mountain Blade 2. Ah ja. Dabei fällt mir ein, irgendwann werde ich wahrscheinlich Kingdom Come Deliverance nochmal eine Chance geben. Weiß aber noch nicht wann. Ich denke, er kennt das Spiel. Ich glaube, er hat ein Placement bekommen, macht jetzt einen Stream. Ah ja, okay. Hallo T, guten Abend. Ne? Also ich sag's nochmal, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich nachher irgendwann mal die Balkontür aufmachen müssen. Da kommen vielleicht ein paar Draußengeräusche und Regengeräusche und so rein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Luft hier im Raum ein bisschen stickig ist. Obwohl ich die Balkontür eine Zeit lang offen hatte. So, wir legen mal los. Ich habe die Aufgabe Geister der Vergangenheit. Muss ich mir also wieder Tratschereien von Tatjana anhören, ne? Die einem erzählt, wie schrecklich alles war. Ja, Elder Scrolls Online, ne? Ist auch eigentlich eine coole Sache. Habe ich auch lange Zeit gerne gespielt. Oh. Ich spawne hier direkt in einer
Strahlengefahrenszone, ja. Pass auf, wir gehen mal direkt hin, ne? Ah, vielleicht baue ich ja wirklich mal was hier. Umgebungsmodifikatoren. Chernobylite-Neutralisierer. Verlangsamt den Strahlenzuwachs der Zone, aber guck mal, da muss man echt richtig viele von bauen, damit das Erfolg macht, oder? Obwohl hier nicht ganz so viele. Aber ich baue mal ein paar. Hier, komm her. Ich baue mal ein paar. Machen wir mal so, dass da ein Plus draus wird. So. Plus 4. So, das war nicht für jetzt, das ist fürs nächste Mal, ne? Okay. Also, das Übliche, ne? Ressourcen sammeln, Gegner umgehen oder abschießen oder abgeschossen werden. Ja. Erstmal schön hohe Strahlung hier abkriegen. Das sind Pilze, die will ich haben. So, da müssen wir also hin, ja? Okay. Kommen wir hier denn durch? Fragezeichen. Na, mal sehen, wa? Gehen wir mal hier so diesen Weg erstmal. Hallo, Kantenflimmern. Schönen guten Abend. Also eigentlich müsste ja mal bald wieder was Entscheidendes hier passieren, ne? Weil ich habe nicht allzu viele. Das ist momentan meine einzige, ich sag mal, meine einzige irgendwie Hauptmission hier, Hauptgeschichtenmission. Ansonsten gab es nur Ressourcensammelmissionen. Oh, da ist aber... Was ist da denn los? Da ist aber... Wäre aber Gasmaske angebracht, wa? Da sind aber auch viele Ressourcen drin. Warte. Aber, oh. Das ist aber echt heftiges Gas hier. Das kann auch nicht von hier aus, von dem Ding kommen hier. Oh Mann, ich muss erst wieder dran gewöhnen an neue Tastenbelegung. Das sind brennbare Teile. Komm, ich verschwinde. Alles normale, so allerweltsteile da unten.
Von denen wir auch ziemlich viele haben. ...15... Achso, ich bin außerdem... muss um das Gebäude rum wahrscheinlich. Na, echt gespannt, was die Tatjana wieder zu melden hat. Ja, du warst so wieder in deiner Arbeit vertieft. Du siehst gar nicht das Elend der kleinen Leute. Inne. Ne? So wird's wohl sein. Warte mal. Benutzen wir doch mal so eine Anti-Strahlensalbe, hm? Ah, komm. Muss doch hier lang. Das ist immer sehr, sehr eng lokalisiert, ne? Ah ja. Muss auch eine Ebene nach oben. Irgendwo. Keine Ahnung, ob hier oder da drüben. Ich glaube da drüben eher, oder? Oder? Ja. Ich werde mal die Dingens hier wieder abnehmen. Die Muskel. Brennbare Teile. Naja, wenn man sich anstrengt, ist ziemlich vieles brennbar, ne? Hm. Mal sehen, ob wir es schaffen, bevor der schwarze Stalker auftaucht. So. Pripyat Secondary School number 3. The biggest of the 5. My friend Nadia's daughter used to go here. I remember. They had an outstanding program. Art, languages, and most importantly... Science. Das hatten wir doch schon. Naturally. I bet you can still find a portrait of Lomonosov or Newton hanging up there. Cute. But that's not all they taught us at this school, is it? What are you getting at? Propaganda speeches, military drills, preparing little kids for world... What do you do when the evil capitalists Das hatten put wir on your schon. gas mask and marching boots? Even when you... And most of all, you keep... Those were different times. But has it? Really? Yes, it has. Look around you. These children. But how do you fight and yet you can feed... And you, Igor? Everyone and everything. And what if you're wrong? Time to move, Igor. Diese Mission ist jetzt fällt es mir ein. Die Mission hatten wir schon. Ja, das Dumme ist, Spielstand laden.
Aktueller Checkpoint. Das hatten wir doch schon. Ist das vielleicht... Ich glaube, das ist letztes Mal abgestürzt. War das nicht so? Ich glaube, das Spiel ist letztes Mal abgestürzt. Kann das sein? So am Ende dann. Tja, das ist natürlich fantastisch. Na? Hier kommen wir nicht raus, ne? Nee. Das ist natürlich fantastisch. Irgendwie, ich hatte das ganz vergessen. Aber diese Szene kam mir gerade so dermaßen bekannt vor. Ne? Nee, du hattest was verändert mit diesem Weltenwandler. Ja. Und dann? Aber dann muss ich diese Mission hier nochmal machen? Es scheint wohl so, was? Anscheinend muss ich dann dafür diese Mission jetzt nochmal machen. Naja, ich hatte schon mal was verändert, so dass sowohl der Michael als auch der Satschko noch da sind und irgendeine und ja. Und naja gut, das bedeutet anscheinend, dass ich das jetzt nochmal machen muss. Aus Gründen. Hallo Snowstorm. Dann machen wir das mal zügig. Ne? Machen wir das einfach mal zügig. The Azure swimming pool. It brings back so... You know, Give me a break. For me and... swimming. Say it. Do you think you would have... I don't know. Huh. There are things you need... Everything to keep... Like you kept... That's not fair. Why? I'm not doing a comedy book. Und natürlich quasi den ganzen Weg zurück, ne? Ja, also, ja. So, wahrscheinlich bringen diese Veränderungen mit, dass Dinge nie passiert sind. Ja. Ja, oder ja. Vielleicht wurden auch minimal, vielleicht sagt sie jetzt auch minimal andere Sachen. Oh, ich glaube, da habe ich gerade ein Monster-Portal gesehen. Möglich, ne? Dass die jetzt slightly andere Sachen sagt. Aber gut, vielleicht auch nicht. Ehrlich gesagt, also ganz ehrlich gesagt, das, was die immer so erzählt, finde ich es ehrlich gesagt nicht so unglaublich spannend, ne? Come on, guys. The sooner we finish, the sooner we can get the hell out of here. Stop daydreaming, Steppen. Any sign of those ugly motherfuckers? What? No. The coast is clear. We don't need to worry. It's my job to decide if we should worry or not. You watch the goddamn perimeter, Stiopa. Oh, komm, 20.
Gut, ich versuche die mal zu umgehen, die Hyopies hier, ne? Ah, okay. Hier fühle ich mich schon wieder nicht mehr so verstrahlt, ne? Okay, dem Weg folgen hier. Mal gucken. Also ich würde wahrscheinlich so ein Feuergefecht mit den Soldaten schon irgendwie überstehen, denke ich. Ah, toll. Ah, überall, überall, überall. Diese Drecks... Strahlung, ey. Und die verleitet einen natürlich so ein bisschen dazu, loszurennen, ne? Kann natürlich auch mal böse ins Auge gehen. Oh. Der beste Moment, die zu erwischen, ist wirklich, wenn sie gerade aus ihrem Portal kommen. Okay. Was ist das denn da? Oh. Okay, das ist dahinter. Das ist wieder eine von diesen... Tanya, where'd you put my book? What book is that? My Lomonosov. It should be on your desk. I checked the desk already. It's gone. Check again. I told you. Wait, now it's back again. But how? Magic, Igor. Pure magic. Nochmal Antistrahlensalbe. Und einmal eine Heilsalbe. Oh, hier geht's auch. Relativ viele Ressourcen, was? Naja, gucken wir uns mal an, was Tatjana zu sagen hat. Wo wir es wahrscheinlich schon kennen, ne? Vier Meter, 5 Meter. Remember this place? Oh, this is... It's our old... Perhaps you wanted to forget. It used to be our... I wonder what happened to all our... My desk, my books. Who knows? It must have been extreme. The liquidators probably... Or perhaps people are so predictable. I once heard a story about a guy who stole a window because... You're only trying to distract From what? from what you should have faced them. Instead, you chose to run around when it's been right here. The truth about It's just an empty... it's the truth. So. Okay, Quest abgeschlossen. Gut. Dann verschwinden wir. Und schauen mal, was für neue, echte Aufgaben auf uns warten, ne? Muss ich aber auf jeden Fall erstmal wieder so ein bisschen Antistrahlensalbe herstellen und so, ne? So sieht's aus.
Erfolg. Erfolg, sehr gut. Erfolg. Erfolg, alle Erfolg, super. Komm, ihr kriegt gutes Essen. Wir haben ziemlich viel. Na? So. Sehr gut. Quatsch. Ich habe hier noch Beruhigungssalze für die Psyche. Ich habe 2 Keramikplatten. So, Beruhigungssalz, Antistrahlensalze. Was kosten die? Echt ganz wenig nur, ne? Machen wir 3 Stück. Ich glaube, wir haben auch 3 Stück verbraucht. Oder 4, weiß ich nicht. 3 oder 4. Lalala. So, ich lagere mal so ein Ding im Schrank. Und wir brauchen, glaube ich, nicht so viel mitzunehmen. So. Ich nehme jetzt natürlich ganz gerne ein bisschen Material mit, damit ich Fallen bauen kann und sowas. Nö. So. Dam, dadam, dadam. So, ja, hier. Diese Behälter haben sich, glaube ich, schon gelohnt. Dadurch ist es ziemlich sichergestellt, dass wir nicht in Nahrungsengpass kommen. Ne? Finde ich sehr gut. Ich glaube, aktuell das Neues bauen muss ich wahrscheinlich nicht. Ne? Die Basis sieht richtig gut aus. Wir haben richtig viel Komfort. Also das ist schon bis aufs Maximum gegangen. Ne? Ich meine, die Leute fühlen sich einfach wohl, wenn überall so Stellwände und so rumstehen. Das ist ganz logisch, ne? Ja. Aber ich glaube, die haben nicht mal WLAN. Ganz kurz mal gucken. Fähigkeiten. Ich habe ja von Tarkan alles gelernt. Der Tarkan, der war, oder Tarakan, nicht Tarkan, der war richtig hilfreich. Ne? Das hier wäre nur sinnvoll. Wenn ich mal in Nahrungsengpass käme hier, dann wären diese Sachen sinnvoll. Das hier macht überhaupt keinen Sinn, weil ich die ganze Zeit nur die eine Waffe benutze. Die Schrot, die benutze ich auch nicht. Ja, es fehlt noch ein unbekannter Gefährte und da will ich alles haben. Da will ich alle Fähigkeiten haben. So. Gucken wir mal. Also. In dieser veränderten Realität. Ne? Vielleicht mache ich mal einen manuellen Speicherstand zwischendurch. Ja. Warte mal. Kann ich hier einen alten Spielstand... Ich kann... Okay, ich kann die nicht löschen. So. Wenn du dich bereit fühlst, zum Kraftwerk zurückzukehren, kannst du das jederzeit tun. Die Tafel mit dem Plan ist neben dem Platz, wo du jeden Tag deine Mission erhältst. Aha. Aha. Das heißt, ich habe jetzt quasi die Erlaubnis, die Hauptmission loszustarten, ja? Wir haben 4 von 5 Teammitgliedern, 4 von 5 Werkzeugen, 3 von 4 Ermittlungen. Kann natürlich sein, dass ich relevante Informationen noch nicht habe. Also Informationen, die mir weiterhelfen. Guck mal, wir haben keine Hauptmissionen mehr. Wisst ihr, was ich daraus folgere? Dass ich aufgrund der Dinge, die ich entschieden habe
im Lauf des Spiels einen Gefährten nicht bekommen habe. Wer auch immer das war. Wir haben nur noch Nebenmissionen. Also nur noch Ressourcensammelmissionen. Okay. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir ruhen uns mal alle einen Tag in der Basis aus. Das kann nur einer machen, was? Kann das sein? Das kann nur einer machen. Ich meine, die anderen kriegen einfach keine Aufgaben zugewiesen. So einfach. Ne? Und dann geht's natürlich auch. Also, ich würde ja doch gerne rausfinden. Ich würde ja gerne wissen, wer mir da fehlt. Pass auf, wir machen das jetzt einmal so. Einmal. Einige deiner Gefährten, ja, wirklich fortfahren, ja. Wir lassen einfach einen Tag vergehen. Gucken, ob neue Hauptmissionen kommen. Wahrscheinlich nicht. Ihr seid alle in der Basis geblieben. Hier, jetzt gibt es normales Essen. Obwohl, eigentlich kann ich auch Doppeltes geben. Hier, komm. Super Psyche, alle. Eigentlich müssten die alle sehr froh sein, hier bei mir sein zu dürfen. Jetzt könnte ich natürlich nochmal... Pass auf, ich mach's auch. Ich gehe nochmal in diese Weltveränderungsmaschine. Die mich tötet, aber mir die Wahl lässt. Und gucke nochmal, ob es irgendwas gibt, was ich vielleicht noch ändern will. Ansonsten ist es wohl Zeit für die Finalmission, wie es aussieht. Igor, it's not the end. I won't let it end like this. Go. Die. Fade. Portal. Help. Die. Igor. Ja. Es gibt hier wahrscheinlich Dinge, die einfach nicht stattgefunden haben. Weil ich mich an irgendeiner Stelle so oder so entschieden habe. Gut, das war ja mit Saschko. Ich gucke mir das einfach mal hier so kurz an. Terracon asked you to burn all of his notes. You did as he asked, Aha. but you gave up the chance to... Ja. Verändere die Erinnerung, vergiss die Erinnerung. Also. Resultat, Saschko unterstützt die Entscheidung. G. Terracon was apprehended by the NAR, and you saved him from certain death. When you asked, he was glad to join your team. Ja, Treffen mit Tarakan. Der Gefährte. Die Fährte. Ich bleib erstmal hier auf der rechten Seite und dann kann ich ja links und rechts gucken. In Terracon's hideout, you faced a choice. Either save some data from his old computer, or burn it to prevent it from falling into the NAR's hands. You decided to take a chance and saved the data.
Saschko ist nicht einverstanden mit der Entscheidung. Ja. Das ist aber nicht so schlimm. Interessant, guck mal. Beeinflusst durch Treffen mit Tarakan. Da ist ein Baum. Ein Kausalitätsbaum. You met with Professor Semenov, your old mentor, in the Kopachi kindergarten. He tried to convince you that he's only a lesser scientist with the NAR, and that he came to Kopachi to find some old documents. You believed him. Vergiss die Erinnerung. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Dann muss ich es wahrscheinlich nochmal spielen. Oder... Weiß ich nicht. Ich lasse es erstmal so, wie es ist. Ich guck erstmal hier einfach in Ruhe, ne? Gorgi told you where to find the plans for the power plant, but the NAR got wind of it and was lying in the wait. You decided to fight back. Tarakan unterstützt die Entscheidung. Ist das Resultat. You went to the NAR base and confronted Gorgi Semenov about his involvement in my kidnapping, but he tried to convince you that he's not a villain. You believed his explanation. Resultat? Er ist nicht einverstanden. Der Tarakan. Also das merke ich mir mal hier. Eventuell werde ich das ändern. Mal sehen. You reached the supplies, but someone else got there first. You let him take the food and leave. Ich weiß, welche Entscheidung ich ändern möchte. Nämlich, ich weiß, welche ich ändern möchte. Ich muss sie bloß finden. Nämlich diejenige, da gibt es doch so ein, ein Dorf will ich nicht sagen, so eine Station von irgendwelchen Leuten, die da in dieser Zone leben. Und die Anführerin da hat mich quasi losgeschickt, um ihren Mann zu finden, der schon seit ein paar Tagen oder seit längerer Zeit vermisst war. Und der war in so einer Gefängniszelle. Und die Entscheidung von mir war, dass ich ihn nicht sofort rauslasse, sondern mich noch weiter umgucke. Und er ist dann von Schatten geholt worden. Und vielleicht wäre er das gewesen. Das würde ich gerne machen. Mal sehen, ob ich sie finde. You met Kostya. He was captured and held prisoner by the NAR. He asked you to release him, but you hesitated, wanting more time to think it through. You left him to rot in jail. Ja, diese Entscheidung möchte ich verändern. Genau die. Let's rearrange the timeline, Igor. Let me out and let's get back to Olga. I'll make sure you get the credit for retrieving the food. This guy is sketchy and gives me a weird vibe. Let's leave him here. If he's as skilled as he says he is, he can make it back on his own. Ich werde ihn jetzt rauslassen. Aber gut, Saschko wird nicht einverstanden sein. Hauptsache, er geht nicht. Werden wir sehen. Im Zweifelsfall muss ich es nochmal rückgängig machen. Okay, ich verwende jetzt 3 Chernobylite-Kristalle. All right, you're free. Head back to the camp. Thanks. I'll put a good word in for you. Das wird Saschko nicht gefallen. Einige Erinnerungen werden um deinen aktuellen Fortschritt ergänzt. Sie haben sich verändert und du musst sie erneut durchleben. Ja, okay. Sie sind mit roten Kristallen markiert. Du musst sie erneut durchleben. Das war wohl das, ne? Kostya asked you to give him food for the Samoshils so he could incapacitate Matvey and run the village differently. You felt his plan was unacceptable and refused. Warte. Das ist jetzt quasi, ne? Also Folgeinformationen, Folgeentscheidungen, ja? You successfully brought the food back, but were unsure if you could tell Olga about Kostya. Perhaps you could have asked her to join you?
In the end, you decided to leave the village without doing anything. Ja. Ja. Erlebe die Erinnerung noch einmal. Ja, okay. Interessant. Das ist ja echt interessant. Das ist super gut gemacht. Kostya asked you to give him food for the Samoshils so he could incapacitate Matvey and run the village differently. You felt his plan was unacceptable and refused. Das ist wirklich interessant. Kostya will das anders machen. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge das ist. Wahrscheinlich von rechts nach links. Von das Grüne muss ich nicht nochmal machen. Okay. Ich will, dass die sich anschließt. Ich will alles lernen, was die mir beibringt. Außerdem will ich mit 5 Leuten losziehen, wenn es geht. So. Tarakan ist nicht einverstanden. Wenn ich die Erinnerung vergesse, weiß ich nicht, was passiert. Okay, wir machen das. Let's rearrange some pieces on the space-time chessboard, Igor. You have the supplies, right? Let me take them off your hands. Thanks. What? Those are some balls you've got there. I really need you to hand them over. I'll give them right back to Olga, promise. Either you tell me what is this all about, or I'm not giving you shit. All right. Look, I've been trying to help these people for years. Show them how to run this place better, organize themselves, and whatnot. Go on. But for some reason, they don't trust me. They only listen to Olga and that old coot Matvey. Don't get me wrong, I love Olga. I love all of them. They're my family, and I live to protect them, even when it's against their wishes. Maybe they don't trust you because you're a lying sack of shit. What do you want with the supplies? Matvey needs to learn his place. He's reckless, makes decisions that could get us all killed. His reign of terror has to be stopped. I'm going to spike his food. Just give him a little something to make him a bit more, docile. Then I can make some changes around here, and Olga will finally see reason. She's under Matvey's influence. It has to stop. Well, that's... well, I don't know what to say. So this is all about your personal vendetta? I'm a doctor, as you know. I'll be very careful with the dosage. It won't do any real harm, trust me. This will benefit everyone. If you help me with this, you'll always find support here. Whatever you need, I'll get it for you. Before I make up my mind, I need you to come clean about one more thing. Did you steal the supplies yourself to orchestrate this plan? Yes. Yes, I did. But only because of how much I care about this place. I'm willing to do the hard thing to save everyone. I trust that you can see this and will make the right call. You know you need allies in a place like this. Trust in the great Ratcatcher's wisdom. Sometimes he guides us to serendipitous situations just like this one, Mousy. This Matvey. I've known him for a long time, and I don't trust him. He may even be an unwilling vessel for the Rat King's wrath. A taste of rat poison is just what he needs. Ich brauche gefallene Verbündete. Ja, ich will, wenn ich ihn zurückweise, dann wird das dem dem Tarakan nicht gefallen. Na gut. Na gut, ich mach das mal. All right, I'll play your game. Here's the food. Just make sure nobody gets hurt. But remember, you owe me big time. I'll be asking you to return the favor sometime soon. Absolutely. You've got my eternal gratitude. So, und das hier? You successfully brought the food back, but were unsure if you could tell Olga about Kostya. Perhaps you could have asked her to join you? In the end, you decided to leave the village without doing anything. Das müssen wir ändern. Ich will, dass die sich anschließt. Ich hoffe, das geht. Ich meine, ich hoffe, dass
Das, Are you ready to readjust the timeline, Igor? I retrieved your supplies. Thank you for saving Kostya. It can be difficult, but he's family. If you need anything at all, you know where to find me. bitte sie, sich dir anzuschließen. Ja, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Ich habe echt viel von diesem Chernobylite gesammelt und für irgendwas muss es sehr gut sein. How about joining forces? Your people seem to have everything under control here. I could use someone with your skills and drive. And I could use someone who knows so much about NAR technology. Yeah, I think Matvey can take care of things on his own for a while. Lead the way. Nice. I'll open a portal for you. Just don't freak out, okay? Errungenschaft, Königin des Waldes. Aha. Einige deiner Gefährten haben neue Meinungen zu Entscheidungen. Wenn du wissen willst, wie sie die Beziehung zu deinen Gefährten beeinflussen, geben sie die Entscheidung. Was? Sie sind mit gelben Kristallen markiert. Oh. Olga. Interessant. Weil sie jetzt dazugekommen ist, ne? 2 schlechte. Mal gucken. Sachen mit gelben Kristallen. Guck mal. These Erinnerung. events have not happened yet, as the future is not predetermined. Come back later, Igor. Come back later. Interessant. Ich glaube, es waren hier nicht vorhin schon mehr Dinge? Also, waren hier vorhin nicht mehr Sachen schon passiert? Das ist voll cool gemacht hier. Diese ganze Geschichte mit diesen... Also diese ganze Geschichte hier, dass man das umarrangieren kann alles, das ist total geil. Gorgi told you where to find the plans for the power plant, but the NAR got wind of it and was lying in the wait. You decided to fight back. Tarakan unterstützt. Aber ich nehme mal an... Nee, warte. Wenn ich eine Erinnerung vergesse... Ja, weiß ich nicht. Mal sehen. Hier sind noch mehr Meinungsveränderungen, ne? While searching Tarakan's hideout, you disarmed his traps, leaving the place vulnerable to the NAR. You considered rearming the traps, but feared they could be set off by a civilian. Because of that fear, you decided not to rearm the traps. Resultat, Olivier unterstützt. Aber ich suche hier gerade sowas wie Resultat, der und der unterstützt nicht. Sashko asked you to destroy the Moscow Eye or make it work for you. Your choice was to make use of the PDA upgrade. Tarakan ist nicht einverstanden. Weißt du was? Wir gehen jetzt einfach erstmal. Wir haben alle 5 Kameraden. Wir haben alle 5. Ne? Und jetzt werde ich einfach mal erstmal alles lernen, was ich von der Lady da lernen kann, ne? Trainings von Olga. Ne, Gesundheitsleiste. Oder zumindest die wichtigsten Sachen. Das mit den zusätzlichen Feldern im Inventar, das ist ein Bonus, ne? Sturmgewehr macht mehr Schaden. Das würde ich mal sagen, ist ganz wichtig. Ne? Das ist alles nicht optimal. Ne? Ist nicht so, dass alle mich mögen und alle mich super finden, aber naja. Alone in the Dark. Ich glaube, da kenne ich nur den Namen. Da kenne ich nicht die... Also das habe ich, glaube ich, nie gespielt, wenn ich mich recht erinnere.
So. Jetzt kann es natürlich sein, dass noch ein paar Aufgaben da sind, die Olga möchte, dass ich sie erledige. Also ihre persönlichen Aufgaben, ne? Oh, Mikael musste auf dem Boden schlafen. Das wird ihm nicht gefallen. Ja, die meisten finden mich doof. Ne? Stellen wir gleich mal ein Bett her. Ist das hier bei Basisverbesserungen? Warte. Schlafstelle. Bequemes Bett. Etagenbett. Krankenhausbett. Regeneriert eine kleine Menge Gesundheit. Oh, ein bequemes Bett. Dann was mir hier hin. Nee, warte, das so rum, oder? So. Also ehrlich gesagt, wie gesagt, Alone in the Dark kenne ich nicht, nein. So, Olga hat sich jetzt angeschlossen. Plötzlich. Weil die Welt sich verändert hat. Naja, ich hoffe mal, ehrlich gesagt, dass mir das nicht zum Verhängnis wird, dass die alle, die meisten schlechte Meinung von mir haben. Wo sind denn die alle? Ach, die stehen wahrscheinlich oben. Und warten auf die nächste Mission. Okay, wie sieht's aus? Mal sehen. Und Olga, alles klar? Ready for some action, Igor? Ausrüstung. Ah, die braucht auch neue Ausrüstung, würde ich mal sagen, ne? Die sind auf jeden Fall alle da. Jetzt. Mal gucken, ob wir noch eine Wumme... Hier haben wir keine, aber im Zweifelsfall stelle ich eine her. Ob wir noch eine Wumme und eine Rüstung haben für sie. Hier haben wir keine. Da haben wir eine Pistole. Warte, das... Vielleicht haben wir da noch was drin. Da haben wir noch eine Schrotwaffe. Vielleicht gebe ich auch die. Mal sehen. Und ich muss... Na, warte. Und ich muss noch eine Rüstung herstellen. Schwere Rüstung, würde ich sagen, oder? Ja, taktische Rüstung. Schwere Rüstung. Taktische Rüstung. Ich finde die gut. Sieht außerdem cool aus. Why are we still hanging around here? Let's head out. So. Du kriegst das und entweder das hier oder das hier. Geschick oder Intelligenz und Wahrnehmung. Aha. Intelligenz steigt beim Benutzen einer Pistole. Das ist wahrscheinlich eine sehr amerikanische Einstellung. Ne? Ich pack die andere wieder weg. So. Gut. Was ist das? Metallplatte. Will ich nicht mitnehmen. So. Mal gucken, was es jetzt für Missionen gibt. Eventuell gibt es ja
jetzt noch was anderes? Nein, gibt's nicht. Ach. Ich glaube, ich muss erst einmal... Ich muss es Abend werden lassen, damit ich mit ihr reden kann. Also, um Training zu machen. Also, ich kann, glaube ich, Training nur nach der Mission machen. Also machen wir das jetzt mal. Dann können die aber ihr Dingens verdienen hier, ihren Aufenthalt hier, ne? Können die sich jetzt noch verdienen? Michael. Wohnbezirk von Saschko. Quatsch, hier. Meine Minions. Ne? Alle erfolgreich. Ja, schön. Alle erfolgreich. Alle kriegen sie das gute Essen, sage ich mal, ne? So. Olivier. Das ist Tarakan. So. Jetzt bring mir Sachen bei. Hi, Igor. How's it hanging? No, I'm fine. What's up with you? I was just thinking that I'll probably stay on for a while. And? And I think this place could use a certain something. Something like a woman's touch? Very droll. No, I'm not cleaning or redecorating this shithole for you, and I don't cook. That's not my job. I'm the hunter. The hunter, eh? What does that make me? The housekeeper? Look, everyone has a natural talent for something in this warehouse. Yours seems to be recycling junk and furnishings, and feeding us. So, yes, that does kind of make you the housekeeper. But hey, what's wrong with that? No, nothing, I guess. Great! Now could you try to make this place a little less of a dump, and maybe be a little more imaginative with our supper? But those are prepared rations. What am I supposed to... Ah! Maffei used to say, where there's a will, and so on. He'll figure something out. I probably won't. But thanks for letting me know about my many shortcomings. Beziehungsstatus schlecht. Jetzt kann ich aber trainieren. Hi, Olga. I was wondering if you could share some of the know-how you've picked up in the zone. I'd be glad to. But here in the zone, you must be self-sufficient. You don't want to end up worm food. Ordnung. Gesundheitsleiste wird erhöht. Sturmgewehr. Ne? Ich habe 10, glaube ich. Also, das mit der Tasche, das finde ich schon gut. Gesundheit finde ich auch gut. Aber ich möchte erstmal, dass mein Gewehr mehr Schaden austeilt. Fantastic. I'm ready to learn. Oh, great huntress. No jokes while we're training or I'll smack you upside the head. Got it? Okay, Igor, let me introduce you to your new best friend, the AK-47. Beloved weapon of revolutionaries and freedom fighters for decades. Some countries even put it on their flag, because it played such a big role in claiming their independence. But enough history. I'll give you some pointers to help you understand the weapon's full potential. The biggest challenge is compensating for recoil in automatic firing mode. You must learn to control it. Don't worry, the cans won't shoot back. Do your worst. Or best. Ready? Commence firing. Meine Aufgabe, die alle wegzuschießen? Wahrscheinlich nicht, oder? Not bad at all. You sent many of them to can heaven. Okay, Professor, I think you've learned the basics. Wie schön. Bim, 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 bim.
Neue Fähigkeit gelernt. Kontrolle. Matvey taught me well, and I'm happy to pass on his knowledge. So. Genau. Das ist halt die Waffe, die ich immer benutze. Und die ist so hochgerüstet, wie es geht. Mehr wird's nicht. Ne? Also, nochmal bitte. What can I do for you, Professor? Trainiere. Hi, Olga. I was wondering if you could share... I'd be glad to. Perfekte Kontrolle. Sturmgewehr, 50% mehr Schaden. 4 Punkte, aber ich habe genug. Fantastic. I'm ready to learn. Oh, No jokes while we're training, or else. Welcome to your second lesson, Igor. Now I'm gonna teach you how to handle your rifle in automatic firing mode. I'll let you in on a little secret. The fastest way to kill an enemy is to replace all their internal organs with lead at a rate of 700 rounds per minute. Okay, maybe it's not really a secret, but it is common sense. You're a scientist. You should appreciate that. You've already met your arch enemies, the cans. Now imagine you have to shoot them all at once. This exercise is about using full auto mode and emptying an entire magazine in one burst. You know the Petrov stance, right? Control the recoil and try not to tear up the clouds. Remember, I will terminate the training if you stop firing prematurely. Ready? Okay, go! I think you're getting the hang of it. Now reload and finish them off, you ugly tin bastards! Well, the cans are dead, but you definitely scared the shit out of them. I think you now have a real fighting chance against your enemies. Well done, Igor. Schön. Gut, also besser wird die Waffe nicht mehr. Mal gucken, wie viele Punkte ich noch habe jetzt. Ich habe noch 4. So. Jetzt könnt ihr noch lernen, die Gesundheitsleiste zu erhöhen, glaube ich. Ich glaube, eins von diesen Dingen kann ich jetzt wahrscheinlich noch lernen, denke ich mal. Vielleicht 2, aber mehr nicht. Ich kann sie nicht auslernen, auf jeden Fall. What can I do for you, Professor? Trainiere. hi, Olga. I'd be glad to. Genau, also. Disziplin. Gesundheitsleiste wird erhöht. Ich glaube, das finde ich wichtiger als die Sache mit dem Inventar. Das ist sowieso, da ist Platz drin noch ein bisschen, ne? Und ist, naja, ich nehme nur mit, was ich brauche. Ja, das machen wir mal. Fantastic. No jokes while we're. Keine Ahnung, wie sie mir das beibringen will. Gesünder zu sein. Wahrscheinlich mit einer Diät und... Today I'll teach you how to stay alive a little bit longer. Knowing how to use a med kit, healing salves, and herbs is obviously important, but I won't be talking about that. What are you going to talk about, Olga? About resolve, grit, and determination. About having the guts to do what's right, whatever it takes. I get what you're saying, but what does it have to do with survival skills? You know the stories about people who achieve seemingly impossible feats in times of crisis? There's this tale about an old woman who somehow lifted a tram because her grandkid was stuck underneath. I'm sure that's an urban legend. Even so, with inner discipline and strength of conviction, you can sometimes surprise yourself. Let me ask you something. Are you willing to die for Tatiana? Without hesitation. Good. Now what you need to understand is that she doesn't need you to die. She needs you to live. Stay alive, Igor. It's the only way to see this through. Okay. Das war eine sehr wichtige Lektion. Schon bin ich gesünder. Ne? Lebenspunkte, die Leiste ist nicht länger geworden, sondern kleiner durchteilt. Gut, jetzt habe ich aber nicht mehr genügend Punkte hier, ne? Jetzt habe ich noch einen, damit ist nichts mehr zu holen. Aber ich glaube, das passt schon. Ich glaube, das passt schon. So. Wie gesagt, 3 haben schlechten Beziehungsstatus, 2 haben guten. Ich hoffe, dass das jetzt nicht in der Finalmission dazu kommt, dass die sich, sagen wir mal, irgendwie, dass die ihre Loyalität unter Beweis stellen müssen oder das Fehlen von Loyalität zeigen. Ne? Das wäre schon reichlich doof, sage ich mal.
Ich werde auch noch mehr Munition mitnehmen. Und vielleicht ein zweites von den Dingern. Von dem angereicherten Adrenalin. Das ist quasi ein zweites Leben. Vielleicht nehmen noch eins mit. Wenn ich nämlich sterbe, dann, ne, wenn meine Lebenspunkte auf Null fällen, ne, Einwegspritze. Tilgt Strahlung, regeneriert deine Gesundheit vollständig. Kommt automatisch zum Einsatz, wenn deine Gesundheit im Kampf auf Null fällt. Ja. Ja. Ich kann noch 2 weitere Medikits herstellen, ohne den Platz zu... ohne einen weiteren Inventarplatz zu verbrauchen. Vielleicht sollte ich die Beruhigungssalze hier lassen. Ich habe ja den blöden Alkohol. Hm? So, Heilsalbe. Ja, gut. Die werde ich wahrscheinlich relativ früh verbrauchen, denke ich mal. Mal sehen. Okay. Also. Noch 2 Medipacks. Ich glaube, die habe ich hier hergestellt. Mhm. Nun. Gut. Dann schlafen wir mal und dann ist wohl Zeit für die Hauptmission, denke ich. Es sei denn, die Olga hat mir noch tatsächlich noch eine Mission aufgedrückt. Das werden wir gleich sehen. Weil die sagte ja, kann es hier nicht noch ein bisschen hübscher sein oder sowas. Was willst du? Igor, I need you. Meet me in the Prip. Okay. Ich muss den Quatsch nochmal machen. Ich muss den Quatsch nochmal machen. Den Quatsch nochmal machen. Den wir eben schon mal gemacht haben. Offenbar hängt alles irgendwie... Also, meine Entscheidungen führen dazu, dass das hier neu gemacht wird, offenbar. Dann machen wir es halt. Dann ist es eben so. Von mir aus. Ne? Gut. Warte, erforschen. Vorratsabwurf. Lebensmittelabwurf. Ja, das kann er machen. Essenversteck. Kann er machen. Dann machen wir es eben nochmal. Von mir aus. Ne? Von mir aus. Ach, wie geil. Okay. Okay, wir machen es einfach so. Von mir aus. Ja. Da rushen wir jetzt aber ein bisschen durch. Weil ich mache jetzt zum 3. Mal diese Mission. Die ist zum Glück nicht großartig schwierig. Ne? Aber dafür gibt es jetzt hier was Fragezeichenmäßiges. Das ist ja schon ein bisschen interessant. Ah, vielleicht ist es deshalb, dass wir es nochmal machen. Und guck mal, wie das da hinten aussieht. Ich habe fast die Vermutung, dass wir eigentlich gar nicht mehr so viele Ressourcen sammeln müssen. Es sei denn, diese scheinbare Finalmission ist gar nicht final. Das weiß ich nicht.
Ja, der Loot-Reflex macht es natürlich trotzdem, ne? Aber dass das jetzt hier alles so gammelig ist, ob das jetzt einfach durch die Zeit kommt, die ich hier verbracht habe, oder die, warte, oder die Entscheidung, die ich gerade geändert habe. Bin nicht so sicher. Also das Fragezeichen will ich mir angucken. Da bin ich gespannt, was da los ist. Vielleicht ist da nur einer der Händler wieder. Das kann natürlich sein. Das Fragezeichen ist über mir auf jeden Fall. Noch weiter über mir? Oh, musste mich so erschrecken, du Arsch. Ja, ist das wieder so ein Puppenraum? Wahrscheinlich, was? Okay. Kinder. Geräusche. Klar. Klar. Okay. Wir gehen wieder. Das nächste Fragezeichen hier. 10 Strahlung. Okay. Da ist ein Feind. Das ist ein Mensch? Nein. Doch, vielleicht. Weiß ich noch nicht so genau. Bin ich nicht so sicher. Wahrscheinlich nicht. I can see your thoughts. What's taking you so long? Find me. We belong together. Take my hand. I'll show you a new world. A world that you've never seen before. All dead. Stuck in Chernobylite crystals. Crushed. Suffocated. Aha. Okay. Nun. Na, vielleicht kann ich doch noch was machen damit. Eben gerade hat der Boden kurz vibriert. Irgendwas ist wohl gerade umgefallen oder eine Tür zugeknallt worden oder so.
Unter mir, glaube ich. Oder über mir. Fühlte sich an wie unter mir. Hm. Ja, jetzt werden wir gleich nochmal die drei Orte auf... Achso. Die 3 Orte aufsuchen, wo uns Tatjana hingeleitet, ne? Ja, es ist halt der Loot-Reflex. Ich denke die ganze Zeit, ich brauche es wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht ja auch doch. Vielleicht ja auch doch. Na, Pripyat Secondary School number 3. The biggest of the 5. hatten wir My gesagt friend schon, ne? Nadia's daughter used to go here. I remember. They had an outstanding program. Art, languages, and most importantly, Science. natural. Here. What? What do you eat? But look these. But yet and Ja. Das hatten wir heute, hatten wir letztes schon und heute auch noch schon. Vielleicht schaffe ich sogar noch, doch noch eine Fähigkeit vom Gefährten zu lernen. Okay, wir müssen hier rausgehen. Denke ich mal. Hier, denke ich. Mhm. Es ist schon merkwürdig, dass der Kumpel das hier gar nicht merkwürdig findet, dass man die Realität neu anordnen kann und dass es da diese Monster gibt und solche Sachen, ne? Schon merkwürdig, dass er das nicht merkwürdig findet, oder? Oder dass er das nicht völlig absurd findet. Welches war denn eigentlich die Taste zum Ausweichen? Es gab eine Taste zum Ausweichen. Hier, genau. Rennen. Oder? Kurz drücken, ausweichen. Ja. So war's. Vielleicht müssen wir das nachher noch machen. The Azure Swimming Pool. Mhm. Do you like uncut? Ob es hier von... also so ein Ding ist im Boden, okay. Vorhin habe ich da auch kurz was gesehen und ich dachte, ich hätte mich geirrt. Hm. Ist das jemand da? Nee, das sah für mich die ganze Zeit wie so ein Mensch aus, der so den Arm ausgestreckt hat. Ah, okay. Waren hier nicht vorhin Soldaten? Oder waren die hier? Kann sein. Kann sein.
Vielleicht hat sich diese Welt auch geändert. Also diese Lage. Vielleicht möglich. Oder ist es per Zufall bestimmt, ob Soldaten irgendwo rumstehen. Alles möglich. Oh, 43 Strahlungseinheiten. 44. Oh, Gottes Willen hier, ey. So, dafür kann ich jetzt aber auch wirklich die Antistrahlensalbe benutzen. Und nochmal. Und Heilung. Ne? Ich weiß nicht, ob das Gebäude vorhin auch schon so überwuchert war. Bin ich jetzt nicht so sicher. Eine Sache fällt mir übrigens ein, wenn wir die Finalmission machen. Die nenne ich jetzt einfach so. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich final ist, aber ich vermute mal ja. Dann werde ich auch noch mal ein paar mehr Gasmaskenfilter mitnehmen. Weil ich nicht weiß, wie lange ich mich da in so einem Gammelbereich aufhalten muss. Oder ob. Ob und wie lange. Essenrationen. Wir müssen alle nochmal richtig gut essen hier. Wie komme ich denn jetzt zu dem Ort hier lang? Unsere Wohnung. Remember this place? Oh, this is... Perhaps. My... Or people... I don't hear from what you it's the it's the Geister der Vergangenheit. Schön. Womöglich muss man eine letzte solche Mission... Eine letzte solche Mission immer machen, wenn man die Vergangenheit verändert. Hm? Wer weiß. Und? Erfolgreich? Mhm. Schön. Ihr kriegt das gute Essen. Ne? Also, es gehen 8 Esseneinheiten weg, wie ich das hier sehe. Ne? Für 6 Leute. Okay. Bei doppelter Ration. Bei normaler gehen 6 weg. 6. Und die doppelte macht nicht 12, sondern 8. Na gut, von mir aus. Von mir aus. Okay. Sollen sie alle gut versorgt in die Mission gehen dann, ne? Ich freue mich, also ich
bin immer noch froh, dass ich frühzeitig angefangen habe, diese Dinger hier zu bauen. Na? Dadurch sind wir überhaupt nicht in Nahrungsmittelknappheit gekommen. So. Ja. Gut. Okay, wir haben diese komische Mission nochmal gemacht. Na? Also. Dann schlafen wir mal. Und gucken, was passiert. Hauptsache, die steht jetzt nicht wieder da und sagt, komm, ich muss dir noch was zeigen. Nee, zum Glück nicht. I need to talk to you, Igor. This is important. What's going on? I've gotten word from Maffei. His scouts discovered a prison in the Red Forest. They just discovered it now. I thought you guys knew this place better than the mice. They discovered that an old Soviet bunker had been repurposed. It must have happened recently. Go on. We didn't know about it because there's no reason to venture out that way anymore. That part of the woods is crawling with lurkers and NAR goons. And Matvey thinks it's a prison. Exactly. Someone's being guarded there. Whoever it is, it could be important. I know it's a long shot, but I still think it's worth it. It's not heavily guarded either. Definitely worth a try. Na gut. Do you think it could be your mum? No, I don't. I believe she's gone. I've made my peace with it a long time ago. So, I take it you want me to check out this bunker prison. I wouldn't ask if it wasn't important. And Maffei is occupied elsewhere. Are you in? Warum nicht? Ne? Warum nicht? Wir haben Zeit. Klar. You've got a point. It makes sense to have this place on our radar. I'll check it out. Attaboy. Now go bring me back some good news. Vielleicht können wir noch ein oder zwei Beziehungen verbessern. Womöglich kommen jetzt die Missionen nach, naja, die quasi von ihr ausgehen. Ne? Sieht ja irgendwie so aus, ne? Ja. Hinter Gittern. Okay. Machen wir. Die anderen machen irgendwas. Vorratsabwurf. Das kann der hier machen. Monsterjagd. Das ist was für Olivier. Oder Olivier. Ne? Zentrum. Medikamentenabwurf, das kann sie machen. Monsterjagd. Wer hatte noch nichts zu tun? Saschko, oder? 20%, das machen wir nicht. Saschko bleibt in der Basis. So. Ich gucke mir an, was da los ist. Zack. Wäre cool. Vielleicht schaffen wir noch einen... I know you just want to do the right thing, but are you sure you're not wasting your time? You usually don't let your emotions cloud your judgment. This whole zone is littered with old Soviet bunkers and relics of the past. Why would the NAR be interested in any of that? Niemand weiß es. Du willst mich davon ablenken, was? Nachmittag. Okay. Theoretisch nicht so ein großes Gebiet. Schauen wir mal. Ist das überhaupt richtig hier? Ja. Nimm das. Geht nicht. Aus Gründen. Jetzt geht's. Oh. So ein Viech war übrigens... Ah, okay.
so ein Viech war, tatsächlich mal Missionen abzuschießen. Und ich habe mich da mal relativ schwer getan, weil ich nicht verstanden habe, wie es funktioniert, das Viech. Ja, also das ist sozusagen so hin und her teleportiert und dass ich ausweichen muss, wenn das hat irgendwie geschossen, also, ne? Gespuckt oder I geschossen. just arrived in Red Forest. Great. Keep your eyes open and you should spot it. On my way. Ich muss nochmal gucken übrigens. Der einzige, mit dem ich auch noch gut stehe, ist Olivier. Also, ich kann mir nicht leisten, bei irgendwem sonst Reputation zu verlieren. Da vorne ist was Grünes. Und was Rotes? Mhm. Das ist so ein Tschernowirt. Meh. Gut, dass ich den hohen Schaden schon habe, was? Gut, dass ich den hohen Schaden schon habe, was? Die Gegend ist doch größer, als ich dachte. Und sie sieht ziemlich verstrahlt und gefährlich aus. Ich gehe erst zu dem Fragezeichen. Vielleicht finden wir ja noch Hinweise. Ne, weil, wenn ihr euch erinnert, auf dem Überfallboard, da wo die Hauptmission, die Finalmission da angezeigt wird, da stand ja irgendwie auch 4 von 5 Gefährten, 4 von 5 Werkzeugen und irgendwie 3 von 4 Hinweisen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall von allem 1 zu wenig. Hoppa. Meine Güte. Hier ist aber viel los. Ja, hier hätte sich womöglich so ein Dingens gelohnt, so ein weniger Monster kommen. Umgebungsveränderungsgegenstand. Was ist da los? Da steht jemand. Die Soldaten behelligen die Leute da. Everybody out, you're surrounded. Like hell? How about this? Hier ist niemand surrounded, würde ich mal sagen. Oh, Tasche ist voll. Ach so. Okay. They won't bother you anymore. A tough guy, huh? Well done. Usually these arseholes don't venture this far because of the lurkers. Anyways, thanks. We would have dealt with them ourselves,
but I guess you saved us the trouble. Mhm. Anti-Strahlensalbe. Habe ich wieder einen Platz frei im Inventar. Okay. Gut. Und da ist jetzt hinter Gittern ein... Olga glaubt ein Gefängnis. Na. Kann natürlich sein, dass es auch hoch bewacht ist. Ich habe die Vermutung, dass da dann irgendeine Entscheidung zu treffen ist. Ich folge mal der Straße hier. Oh. Wahrscheinlich kriege ich ganz ordentlichen Schaden, wenn die mich erreichen. Und habe fast den Verdacht, dass ich zu wenig Munition mitgenommen habe. Map. Muss ich halt genau zielen, ne? Naja, vielleicht gibt es mir noch Gelegenheit, so viele Erfahrungspunkte zu sammeln, dass ich noch ein Level, noch einen Gefährten, nee, so einen Fähigkeitenpunkt kriege, den ich sinnvoll nutzen könnte. Mit 3 kriege ich, glaube ich, noch Gesundheit dazu? Oder mit 4? Bin ich nicht so sicher. Okay, pass auf. Wir nähern uns dem Questort. Oh, Soldat. Hm. Mehr als einer? Ah. Da ist noch einer. Das klingt wie ein Scharfschütze. Und noch einer? Nee. Elite-Soldat. Hm.
Noch ein Soldat. Oder zumindest irgendein Feind. Unter mir? Okay. Ach so. Mhm. Olga, I found the entrance. Watch out for guards. They're probably close by. Of course. Where else would they be? Wie sieht meine Psyche aus? Ach, geht so. Geht so. Ach Mann. Mein Inventar ist aber leider voll. Was habe ich hier mitgenommen? Keramikplatte, oder? Na, da wird doch bestimmt irgend so eine Entscheidung zu fällen sein, wie ich habe hier einen Schalter. Ich kann alle Gefangene befreien. Und irgendjemand sagt dann, aber es sind aber gefährliche Psychopathen bei. Mach das nicht. Oder so. Wie gesagt, ich bin bei allen schlecht, außer bei zweien, Michael und Oliver. Olivier, wie auch immer. So. Irgendwas soll ich hier tun? Hinter Gittern. Herausfinden, wer dort sitzt. Schloss knacken. Für Brot. Hast du Brot? Oh. Ich glaube, ich werde das Gewehr wieder in der Hand nehmen, wenn ich hier rote Schemen sehe. Oh, da ist jemand hinter Gittern. Okay. Und das ist jetzt wahrscheinlich die Entscheidung, was? Mal sehen. Mal sehen. Wer bist du? Kinder! Hey, little guy. What are you doing here? This is no place for children. No kidding, old-timer. Let me out of here before the guards come back. What's your name, kid? I'm Gleb. I didn't do anything wrong. Let me out of here, or my uncle will kick the crap out of you. Whoa, easy there, little fella. I'm not little. I'm already 10, you know. Erstmal fragen. First, I need to know how you ended up here. What is this place? I was going to visit my uncle. He was supposed to pick me up in Slavutich, and this black van came after me. There were two big guys with faces like potatoes. They said that they would take me to my uncle, and they gave me a can of Coke. It's supposed to wake you up, but I got really sleepy. They kidnapped you? When I woke up, I was in here, but I wasn't scared. I didn't even cry. Maybe just a little. I'm almost a grown-up. I tried to escape once by myself, but the stupid guards caught me and put me back in this cage. And one of them said, if you try and run again, you'll regret it, little rat. But I'm not like a little rat at all. Rats stink and poop everywhere. You're the bravest little boy I ever met, Gleb. I told you, I'm not a little boy. Who's your uncle? Someone important? Of course he is. He's a big shot around here. When he hears what happened to me, heads will roll. That's exactly what he'll say. I wonder. Is your uncle in the military? He was in the army like my daddy, but Mummy and Daddy are both in heaven now, so Uncle is taking care of me. I'm sorry about your parents. So, he's a soldier, eh?
He's working on something big and important for important people, but I don't know what it is. You're a riddle wrapped in an enigma, my dear lad. I want to help you, Clip, but I need to ask you something first, okay? Okay, but hurry up before the guards come back. I hate them. They stink like onions and medicine. What kind of medicine? I don't know, but my uncle drinks it too. Says it's good for his heart. He always carries a small bottle of it in his chest pocket. Really smelly. I see. That kind of medicine. These men, did they ever hurt you? Did they give you something? Shots maybe? Or pills? No, they only yelled at me when I told them to let me go. Did they put you in a weird machine? Or give you green crystals? No, never. Curious. So you have no idea why they put you in that cage? They'd say I'd be collateral? Something like the bear. Collateral? Maybe. I don't know what that means. They said that my uncle knows I'm here and he's coming to visit soon, but I bet they're liars. Poor boy. You've been through a lot. Can I see my uncle now? Please, please, please. Soon, kiddo. Just give me a minute to think here. Ich habe hier nichts sonst. All right. Time to bust you out of here. Thank you. I'll tell my uncle that you're a really nice person. Nobody deserves to be caged like that. You need to help him, Igor. Igor, look. If you think things through, you'll realize the lad is safer right where he is than out in the zone. Sowohl Saschko als auch Olga haben schlechte Beziehung. So. Kann ich die Tür hier aufmachen? Also ehrlich gesagt möchte ich ihn schon rauslassen. Ne? Wenn das dann dazu führt, dass wir einen weniger haben. Olga, I found something. A control panel. Perhaps it opens the cell doors. What now, Igor? Do you have any babysitting experience? Let the little wolf go. You can't leave him in that cage. It's inhuman. The kid should stay in the bunker for now. Even if he's a prisoner, he's protected. He's safer in there than outside. How about sending him to Mudface? You said it was reasonably safe, right? Not a place for kids. Everyone needs to know how to fight. What are they gonna do with him anyway? Why can't you just, I don't know, open that portal of yours and send him to your base? I thought about it, but it's too risky. He's too small. The molecular structure of his body may be irreversibly changed. In that case, I'm telling you, leave him right where he is. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was richtig ist. Na, ob der alleine durchkommt, ob der von Monstern gefasst wird, ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Also deshalb, weil ich es einfach nicht weiß, vertraue ich jetzt einfach mal meinem Gefühl und sage, ich befreie ihn. Olga, I'm sending the kid to your village. I really hope you thought this through. He'll have to grow up very fast over there. They're not gonna go easy on him. I was out on the streets even younger than him, and I turned out all right, didn't I? The kid's brave. I bet he'll do just fine. The village is the only safe place in the zone. Der weiß natürlich sofort die Kombination. There's a village nearby, Clip. A stronghold full of people, like soldiers, but on our side. They'll shelter you. Just say Olga sent you. Think you can make it on your own? No problem. I received a merit badge for my orienteering. Top of my scout unit. Das wird Olga nicht gefallen. Kann natürlich sein, dass sie jetzt weg ist. Und dann kann ich keine Fähigkeiten mehr von ihr lernen. Das wäre natürlich doof.
Drücken wir mal die Daumen. Drücken wir mal die Daumen. Ne? Das war's, oder? Drücken wir mal die Daumen, dass sie jetzt nicht weg ist. Immerhin hat sie mich hier hingeschickt. Der folgt mir nicht, ne? Der schafft das von alleine. Wenn sie jetzt weg ist, dann ist es halt so. Ich kann auch nicht es allen recht machen. Nur im gewissen Rahmen. Ne? How weird was that, huh? Discovering a secret NAR prison in the middle of nowhere? Yeah. I guess it pays off to follow every lead. If it wasn't for you and Matvey, we might never have found this place. It was nothing. I'm happy you saved that kid. I really am. I want you to know that. They told me you arrived safely in the village. I still think it was the wrong decision at the time, but you were under a lot of pressure. Anyway, next time, please listen to me, little babushka, okay? Na okay. Na okay. Sie ist noch da. Na okay. So. Schön. Komm, doppelte Ration. Wir haben noch ganz viel Essen in der Tasche. So. Gut, ich sag mal, hat sich bei keinem jetzt auf gut verbessert. Ne? Bei Saschko hat es keine Änderung gemacht. Du alter Babuschka, ja ehrlich, ey. Na, okay. Aber dann könnte ich doch jetzt noch was lernen, oder? Glaube ich. Do you have a second, Igor? Sure. Sure, what's going on? I've been thinking about my family and my childhood in Minsk. My mom relocated to Pripyat after my father died of cancer. Wasn't she afraid to bring you here? You must have been a teenager then. Oh yeah, I was a teenager all right. A smart-ass little rebel in combat boots and goth makeup. My mom wanted to leave me behind with relatives, but I wasn't having it. You were brave. I was a goddamn stubborn lippy kid. That's who I was. My mom, on the other hand, she was a loving and caring soul. She thought of only others, never about herself. She came to the zone to help, and I followed. But now that she's gone, I'm starting to question my own reasons for being here. Sorry, I don't usually get sentimental like this. That's okay. Sometimes we spend so long chasing something we forget while we're chasing it in the first place. You're right. Maybe it's time for me to sit down and give it all a hard think. You should do the same. Ja, das ist vielleicht auch etwas, was er sich selber sagen wird, ne? Hi, Olga. I'd be glad to. So, Ordnung. 6 zusätzliche Fächer. Na, okay. Ja, okay, komm. Gerne. Will ich gerne haben. Fantastic. I'm ready to learn. No jokes while we're... Bestimmt erzählt ihr mir einfach nur wieder was, während wir an einem Tisch stehen. Alright, it seems I've got my work cut out for me. This is gonna be extremely difficult, maybe even dangerous. I thought you were going to teach me how to effectively pack a bag. How could that be dangerous? Dangerous for my mental health. But let's not get ahead of ourselves. Firstly, I want to address the fact that, for some reason, I'm the only one who can teach you the art of packing. Presumably because I'm a woman. Find that sexist, extremely, and offensive. I beg your pardon? Thank you. That said, I do have some tricks up my sleeve, or should I say, up my bag, that I can share with you. Because frankly, Igor, when I look at the warehouse and how you furnish and organize it, it makes me weep. You weep? I never noticed. I'm weeping on the inside. My soul bleeds when I see this chaotic trash heap of grime and despair. No clean lines, no aesthetic, just a man cave reeking of testosterone. Hey. That's a little bit harsh, don't you think? But fear not, as a wise man once said, when the student is ready, the teacher reveals herself. And you're the teacher. Yes, I am. Here's the first secret. It's all in your head. What do you mean? The chaos in your head translates into the chaos in your inventory.
The more organized you are, the clearer your thoughts, the purer your mind, the better your packing skills. But But nothing. Don't argue. Don't deny it. Don't fight the truth. Just be silent and absorb. I'll let you think on this for a couple minutes or hours. Klingt ja wie eine schlüssige Argumentationskette. So. Ordnung. Und wir haben einen weiteren Dingens da, ne? So, zack. Schön. Schön. Prima. Jetzt traue ich mich auch noch ein paar Dinge zu machen. So ein paar Antistrahlen-Salben. Ja. So eine Apokalypse, ja, richtig. Hallo, guten Morgen, ja. So. Mal sehen, ob wir noch eine neue Aufgabe kriegen. Oder ob sich jetzt nichts Neues mehr offenbart. Immerhin, wie gesagt, neue Bekannte oder beziehungsweise neue Gefährtin könnte eine ganze Reihe von Aufgaben haben, die sie gerne erledigt haben will. Durchaus möglich, ne? So, ich muss neue Munition herstellen. Das ist schon mal klar. Am besten auch ein bisschen mehr. Material habe ich wirklich genug. So, 213. So, wir packen 2 Sachen weg. Dann holen wir uns nochmal 2. Das und das. Und das. Dann holen wir uns sogar noch 3. 4. Richtig viel. Und ich ballern kann wie so ein Bekloppter. So. So, mal sehen, was sich ergibt. Ob noch jemand was will? We need to talk. Offenbar. sure, let's talk. It's about my mother. Rather, about what she found. I didn't tell you this before because I didn't know if I could trust you. I think I know why they took my mom. She was dangerous to NAR. It wasn't a coincidence. She saw something, even took a photo. You see, when NAR first came here, they pretended to be friendly. They offered free examinations to several sample shells and even promised my mother medical assistance. It was all a ruse, of course. My mother was invited to their lab and she ended up seeing something she wasn't supposed to. Da werden wir jetzt bestimmt hingeschickt. She was inside their lab. You should have told me about this sooner. Do you know what she saw? They were running experiments with Chernobylite on human subjects. All volunteers, of course. Soon after that, people started vanishing, my mom included. Do you still have the photo? No, my mom always kept it on her. Is there any other proof to back up your mother's account? No, but I can't see my mother lying about something like that. She only ever had the Samuelshell's best interest at heart. Okay. My mother was the least selfish person I've ever known. She wanted to help everyone who suffered from the Chernobyl disaster in any way she could. She paid the ultimate price for her kind heart. Now, I have to find out why and make this right. I get it. Really. She sounds like an amazing lady. How can I help? I know it's a lot to ask, but I need to know what my mother saw in that lab. I need you to go to Lenin Square and get inside. There must be something there incriminating NAR. This will help your search for Tatiana as well. If she's in the zone, she must somehow be part of all of this. It won't be easy, but I'll definitely try. Das sind wahrscheinlich diese ganzen Erinnerungen, die noch nicht freigeschaltet waren. Ne? Die wir in dieser Todesreihe gesehen haben. A moment, please. I heard you talking to our she-wolf here. You don't want to go to Lenin Square. I don't think you're ready. Who knows what you'll be up against? I think I've proved myself quite capable, no? You can harness the power of Chernobylite. An impressive feat. But what if they find a way to disable it?
Hm. Bleib standhaft, beruhige ihn. Hm. Macht das eine Änderung bei der Beziehung zu ihm? Ich beruhige ihn. You're probably right. What do you propose? I'll do it. With a broken arm? Besides, we have no idea what we'll find. It's very likely we'll need my scientific expertise to assess the situation. I'm not a complete imbecile, you know. I can tell the difference between a centrifuge and a... I don't know, kitchen robot? Of course you can, Olivier. Don't take this the wrong way, but I still think I should be the one to go. Nun gut. Zentrum von Pripyat, das machen wir. Na, jetzt kommen die, wie gesagt, jetzt werden die Sachen nachgeholt. Na? Die anderen Dinge da, ne? Medikamentenabwurf. Essenabwurf. Ja gut, das kann der Kumpel machen. Monsterjagd kann... Oh, da ist keiner richtig gut geeignet für. Hm? Scheint eine gefährliche Monsterjagd zu sein. 80%. Na komm. Na komm. Medikamentenabwurf. Kannst du machen? Einen anderen Medikamentenabwurf. Kann Michael machen. 1, 2, 3, 4, 5. Einen haben wir noch. Wer fehlt denn da? Saschko. 80%. Los geht's. Naja, vielleicht können wir jetzt auch, wie gesagt, so... It seems that Olga's mother was onto something. Something that got her killed. Could it be the key to finding out about the NAR's plans? Just be very careful, my love. I feel you getting closer to the heart of evil. Soon you may reach a point of no return. Also dadurch, dass ich die vorher als Gefährtin nicht hatte und jetzt nur durch die geänderte Realität, kommen jetzt wahrscheinlich die ganzen Sachen nach, die ansonsten sich so ein bisschen verteilt hätten. Ne? Vielleicht sogar möglicherweise neue Hinweise. Ja, genau. Was sonst? Interessanterweise fange ich hier ganz nah an dem eigentlichen Zielort schon an. After the lab, Igor. Should be in the middle of NAR's camp. See if you can slip in unnoticed. Don't get in any fight unless you have to. Sure thing, Mum. And don't worry, I've got my sweater. You've got some issues, don't you? Okay. Now's not the time to get distracted. Locate the lab and try to reach it without drawing attention. You don't want to fight all these guys at once. Schleichen soll ich, ja? Mal sehen. Da ist noch ein Fragezeichenort, den möchte ich auch relativ gerne dann... noch angucken. Vielleicht ist da noch irgendwie ein Hinweis oder sowas. Ja. Warte. Ich muss erstmal durch den Stacheldrahtzaun. Da ist ein roter Punkt. Also ein Gegner. Mindestens einer. Der patrouilliert da, wie es aussieht. Aber ich habe ja gut, also Tarnung habe ich ja gut gelernt. Ich hoffe, dass das reichen wird.
Ne? 2 Soldaten mindestens, ja? Okay. Wahrscheinlich sind es dolle mehr, letztendlich. Wahrscheinlich sind es eher 10 oder 20. Ich könnte mir denken, dass ich sie vielleicht sogar schaffen könnte, aber dort ein Gemetzel anzurichten, ist wahrscheinlich nicht das, was ich hier tun soll. Ach komm. Die hetzen mich wieder durch die Gegend hier. Heilung versuche ich mal noch nicht. Weil... Au, 4 mindestens. Weil... Mit der Heilung... Die geht ja, wenn ich wieder verstrahlt werde, dann geht die halt wieder weg. Und dann hat es wieder nicht gelohnt. Ja, das wird schwierig, glaube ich. Hm? Ich muss mich da irgendwie reinmogeln. Zum Glück, wie gesagt, habe ich relativ gute Tarnung. Naja, wenn die anderen nicht da wären, dann würde ich den jetzt quasi mehr von hinten schnappen und würgen, aber... Schlechte Idee, glaube ich. Okay, ich versuch's. Ui, 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 ui. Da vorne liegt was Grünes. Was ich gerne hätte. Ist wahrscheinlich unter mir. Ja. Ist das ein Hinweis oder wieder so eine blödsinnige Keramikplatte? Ich weiß es nicht. Nun. 21 Meter. Ist da nur einer? Sieht so aus, als wäre da nur einer. Prepare 50 mils of ferric chloride.
and 100 mils of chloride diazopoxide. I know that voice. Where have I heard it before? Right away. Send everything to the main laboratory tent. Don't make me wait. Yes, sir. Schwarzer Stalker. Olga kennt die Stimme. Who are you? What are you doing in here? That man on the phone. Who was it? You're Kim In-yuk. Dear God, please don't hurt me. I asked you a goddamn question. My boss, you mean? I don't know his real identity. Almost nobody does, I swear. Do you really want to play it this way? I can see you're scared, and rightfully so. But it seems you're deliberately trying my patience. No, not at all, sir. Please, I can't tell you what I don't know. But I can tell you other things. Just ask. Just don't kill me. I can be useful. You'll see. Vanya, my patience is wearing thin. Where are those damned chemicals? Ich versuche mal, den anderen zu beruhigen. Answer him. But casually. Relax. Yes, I'm sorry. I'll send them right away. Apologies for the delay. Spare me the excuses and move. I need that chloride diazopoxide, and I need it now. You two, continue without me. I hope for your sakes you don't screw this up. It would be best if you forgot I was ever here. Of course. I won't tell a soul. Klingt nach Darth Vader, ja, ein bisschen. So, und nun? Kommt der jetzt hierher? Okay, da muss ich jetzt hin als nächstes. Und wieder nach unten. Ah. Hier geht das nicht. Okay. Na, okay. Entdeckung bis jetzt verhindert, aber bis jetzt war es, glaube ich, auch noch leicht. Mal sehen. Da hinten ist einer. Wie komme ich denn nach unten? Ich könnte hier... Okay, hier zum Beispiel. Scheiß auf die Ressourcen. Das da hinten ist doch ein Hinweis. Bin ich relativ sicher. Und hier wahrscheinlich auch. Also hier ist vielleicht kein Hinweis, aber hier ist was Grünes. Kann aber sein, dass ich es schon mal angetickt habe. Was ist das? Okay, den kannte ich schon. Gut. Okay, ich kann nicht aus meiner Haut.
Warum sollte ich es auch wollen? Aber den anderen Hinweis da, oder wenn das einer ist, habe ich vielleicht auch schon gelesen. Durchaus möglich. Durchaus möglich. Ich muss hier rüber, ohne gesehen zu werden. Das wäre mir wirklich recht, ehrlich gesagt, wenn das klappen würde. Kann ich hier drunter lang? Scheinbar nicht. Okay, in dem Gebäude, da ist die Wahrheit über die NAR-Experimente. Warte, ich gehe erst hier lang. Hier ist nämlich noch ein Fragezeichen. Ein Hinweis? Oder sowas? Wo ich hinterher vielleicht sonst keine Gelegenheit mehr habe. Finally, some definitive proof. Tatjana is at the power plant. Gut. Okay. Das habe ich natürlich nicht wirklich gelesen, ne? Look at the tissue structure. This used to be a liver, if you can believe it. We need to collect samples. The brain is hyperactive. Look at the chart. But it still doesn't respond to any stimuli. The previous subject had quite a different reaction. What's behind this difference, I wonder? Age? Sex? Nun. Okay, ich muss da wohl hingehen, wie es aussieht. Vanya? Finally! Who the hell are you? What did you do with Vanya? Stay very still if you want to live. Please don't hurt us. We're scientists. Yeah, so was Dr. Mengele. Are you performing a vivisection without anesthesia? Administering shots of typhus? What are you doing exactly? I really want to know. No, nothing like that. We're not beasts. We treat our patients as humanely as possible. But you have to understand that... Scientific advancement requires sacrifice. Other people's sacrifice. You make it sound sinister. But yes, everything we do is for the greater good. How does it work? Are you shooting these poor souls up full of Chernobylite? I can't talk about that. The NDA we signed is very strict. The penalties... Did you just say NDA? Are you for real? Stop being a corporate stooge and start thinking about your own life. Sure, you're right, of course. We started out giving them shots, but that was just the first stage. We're way past that now. Uh-huh. It was, you see. The fatality rate was... it didn't bring the desired results. We've moved from administering nanosolutions to directly editing human genomes to enhance them with Chernobylite. We've developed our own Chernobylite CRISPR. Your patients or subjects, whatever you call them. Especially the locals. What happened to them? Which ones? There were many patients here. Some of them didn't make it past the final phase. The others, we don't know.
Don't let him dodge the question. Make him talk. Look, please, can we all try to stay calm? Let us explain. Modifying genomes is only the first step. Next, we induce a state of superconsciousness in the subject's gamma brainwaves. It's basic neurology. The sympathetic nervous system begins to release enormous amounts of energy straight to the brain via the thalamic gate at the brainstem. When the thalamic gate opens, the energy flows to the pineal gland and... well, there you go. I don't like to use this term, but it opens a third eye. A third eye? Right. Then what? Enhanced by Chernobylite, the pineal gland can do incredible things. Release all kinds of energy, and even influence physical objects, as in telekinesis. You're torturing people so they can bend spoons with their mind? God, what kind of quacks are you? This is all following the scientific method, believe me. These are closely monitored, replicable experiments. Anyway, when the subject is ready for the final stage, we put them in an induced coma. Contrary to what you might think, it's for their own good. Explain, and fast. What is this final stage? Our boss calls it communion. It's when the subject's gamma brainwaves interact with Chernobylite's mental waves, or, well, to tell you the truth, we don't know exactly what it is. Chernobylite is like a virus, in a way. It's not exactly inorganic matter, but neither is it a living organism. It's something in between. And it produces a type of brainwave, even though it clearly has no structured organic tissue. Okay. But what's the purpose of this communion? This is where it gets really interesting. You know that Chernobylite can be used to create wormholes, right? You've been doing it yourself. But these wormholes are special. Haven't you noticed? They're not a purely physical phenomenon. I don't understand. What else could they be? We know what singularities and the tunnels should look like. We know what they are in theory. But has anyone actually been inside one before? Bullshit. I've studied Chernobylite too. The exotic energy it contains is powerful enough to create quasi-black holes and passages between them. We thought so too, at first. But think about this. What if there was an organism, or a virus, an entity powerful enough to create its own singularities? No biological organism could encapsulate that kind of energy, or survive if it did. A living entity would be torn to shreds. But Chernobylite is not a normal biological organism, is it? We have no idea what it is. Just try and consider the possibility that the wormholes you're walking into are not something created outside of Chernobylite. They are Chernobylite. You're traveling through the veins and corridors of its multidimensional body. But what does that have to do with this communion thing? Isn't it obvious? We're trying to communicate with Chernobylite, or somehow influence it through the mental energy of our subjects. But getting inside this thing's mind, or whatever it is, must be a truly disturbing experience. You're fucking insane, both of you. You need to stay away from the morphine cabinet for a while. I've heard enough. Ich frag die ganzen Sachen hier. Who's your patient here? I'm not sure, but she must have been carefully selected. Selected? How? Did she volunteer? Or was she maybe run down and captured by soldiers in the woods? Talk! I'm not familiar with the selection process. Our boss would know. But we know very little about him. What's your boss in charge of exactly? The entire biotech division, pretty much everything Chernobylite related, but mainly the impact on human physical and psychological functions. Clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats. How does this work with Chernobylite? It's similar to a standard gene editing tool. We take specialized protein from a certain bacteria, modify it with Chernobylite, and then target the exact genes we want to modify. Wait, I know more about physics than genetics, but CRISPR is usually done on embryos, right? And it takes time, sometimes even years, for mutations to show. Our boss developed his own methods. The process is applied directly in the subject's body. The speed of the mutations has increased exponentially. It no longer takes years, but weeks,
sometimes mere days. Marvelous, isn't it? Enough. All I've got from you so far is a bunch of gibberish. I want to see the actual research. Where do you keep your data? All the research data? Check the database in this computer. Everything can be accessed from here. It's password protected, isn't it? Promise not to kill us and we'll tell you. Don't worry. I don't give a shit about you. Password. 23#98S $. Okay. Ich könnte die abschießen, ich mache es mal nicht. Listen to me very carefully, Igor. This research, this data, it's too dangerous to exist. My people died because of it. Delete everything. It won't bring my mother back, but at least no one will profit from her death, and the deaths of others. You need to download this research, Mousy. This is the Rat King's brain stash. It's dangerous, yes, and inhuman. But it could contain the key to defeating him. Ich glaube, jetzt muss ich mich von einem von beiden verabschieden. Weil ich stehe mit beiden schlecht. Und ich weiß nicht, welcher am Ende in der Finalmission wichtiger wäre. Ich lösche die Daten. Tarakan wird dann womöglich verschwinden. Möglicher, aber dann, wie gesagt, ich kann nicht alle glücklich machen. Ne? Also bestimmt gibt es einen Weg. Es gibt bestimmt einen Weg, am Ende alle da zu haben, aber falls die Konsequenzen dolle schlimmer sind, als ich denke, kann ich es immer noch machen. Good call. Oh, I knew you'd see reason. What have you done, Mousy? Why aren't you following your mentor's guidance? The Rat King must be destroyed. Everything else is irrelevant. Das wird Olga gefallen. Errungenschaft, eine riesige Schildkröte. Das wird Olga gefallen. Aber okay, guck mal. Das hat ist bei ihm nicht aufgetaucht hier. Glück gehabt. So, das war die Aufgabe hier, ne? Würde ich mal sagen. Ja, würde ich mal sagen. Wir verschwinden. Schön. Dann haben wir jetzt, ich glaube, alle Hinweise gefunden. Zumindest. Es fehlt... Mal sehen. Wie gesagt, mal sehen. Jetzt wird... Ja, mal sehen, was... I'm sorry, Olga. Nobody deserves to die so horribly. I was hoping for some good news, but perhaps I was foolish. My mother, these people, they were all just used, processed. How could anyone do something like this? Anyway, did you find anything of value? Not sure yet. Bizarre theories about Chernobylite, mostly. I don't know if I want to get into the details yet. Try me. I'm not a bookworm like you, but I'm not stupid either. Well, NAR seems to think Chernobylite is like a giant turtle that carries our universe on its back. They figure they can tame it and ride it wherever they want. Like a pet. A turtle? It's just a metaphor, but the scientific theory behind it is no less insane. Right. Thanks for trying, I guess. Na, alle da. Oliver, Fehlschlag. Okay. Na gut. 86% waren es, glaube ich. Oder 80. Egal. So, jetzt müssen wir langsam hier normale
Oder? Ja, komm. Mal normale Essensrationen hier. Die haben sich jetzt mehrere Tage lang vollfressen können. Kann ich noch was von dir lernen? How do you do, Igor? Fine. Fine, just getting ready for action. What's up with you? Before I came here, I was involved with Greenpeace in Ukraine. Oh, that's commendable. Any successes? Well, the economic climate wasn't very good at that time. We staged some protests. I even chained myself to a tree once. But in the end, the police would show up and beat the shit out of me. Don't be so hard on yourself. NGOs have always had it rough in our neck of the woods. Yeah, it was like bailing out the ocean with a teaspoon. Somebody told me that when Greenpeace first came to Ukraine, they were immediately infiltrated by the KGB. I can't believe this world. That was the Cold War mentality for you. Every foreign NGO worker is a potential spy or asset. Some officials promised to help us build an eco-housing project for Chernobyl survivors, but in the end, it came to nothing. The construction company dug a huge hole for the foundation that disappeared with all the materials, and that was the end of it. One giant waste of time. I wish I had been born in your times, Igor. I would have done so much more. No, you wouldn't. But you probably would have gotten yourself killed. Okay. Trainiere. Ich habe 3 Hi, Punkte. Olga. I'd be glad. Perfekte Ordnung. Weitere 6 Punkte. Nice. Fantastic. No jokes. Würdest du mir nochmal erzählen? Ja, irgendwas Merkwürdiges wahrscheinlich. Alright, here we go again. Time for the next lesson, Igor. Oh, I'm sure it's going to be even more fascinating than the last one. I advise you to take this seriously. You wouldn't make fun of someone teaching you how to handle C4, would you? Probably not. Of course you wouldn't. So imagine this. Every piece of junk you stash is a brick of C4. You have to place it gently, wisely, and efficiently, otherwise it'll explode. To my knowledge, canned food doesn't... Don't interrupt. Why do you take everything so literally? It's a goddamn metaphor, goddammit. If I ever get to meet Tatiana, the first thing I'm going to ask is what she ever saw in a tedious egghead like you. You and me both. Anyway, you have to be careful and mentally present when arranging your shit. Trust that your life depends on it. That's lesson number 2. Okay. What's lesson number 3? It's called believe. Believe in what? Believe that you will find whatever you need in your bag without checking. Women practice this all the time. What do you say, student? I want to... believe. Na, okay. Klingt auch alles sehr an Haaren herbeigezogen. Aber irgendwie müssen sie die Lektion ja darstellen, ne? Ja, perfekt. Ich kann noch mehr Munition mitnehmen. Oder andere Dinge. Fein. So. So. Gut. Huch. Gut. Mal gucken, ob sie noch eine Mission für mich hat. Weil so langsam bin ich echt neugierig, auch mal das Ergebnis zu sehen. Und so langsam möchte ich das Spiel auch ganz gerne abschließen. Obwohl ich es richtig gut finde, möchte ich auch gerne mal wissen, wie es ausgeht. Und eventuell auch mal was Neues anfangen. Ich habe mehrere Sachen zur Auswahl, die da mir in den Sinn kommen. Aber gucken wir mal. Mal sehen, ob sie noch eine Hauptmission für mich hat. Also wenn, dann wahrscheinlich sie, ne? Die anderen habe ich schon länger dabei. Sie spricht mich nicht von selbst an, okay? Wow, it's great to see you, Igor. I've got a fan-fucking-spastic plan that you need to hear. Yeah, right, of course. Sounds fan-fucking exciting. Stop bitching and be grateful there's someone here to do the thinking when you're not around. Anyway, listen up. I think the time has come to kill off the biggest knobber of them all. Das hatten wir auch the schon. suspense is killing me. Who's on your shit list today? Drumroll, please! General Kozlov, the single biggest NAR twat of them all! Time to end his miserable life, pay back for what he did to my friends, and for his other shameful deeds, of course. Can't forget that. You've got friends?
That's new. Yeah, very funny. This fucker and his cronies iced my boys. Don't you ever joke about that. You fucking hear me? His lapdogs captured us, tortured us. I got lucky. They just beat the ever-loving shit out of me and left me to die. Okay. What happened? He thought we were human trash. Something he could just dispose of. They tortured and killed my friends! Der ist verrückt. I made it. Might have taken one too many blows to the head. Who knows? Anyway, a perfect opportunity to exact revenge on this cocksucker is approaching. He's gonna give some kind of motivational speech to his private army of knobbers outside in Lenin Square. This sounds like a real opportunity. Taking Koslov out is the only way to stop him from interfering with our plans. And to make him pay for his crimes, obviously. As much as I admire clean work, shooting him like a lame deer would be a mistake. We should make him talk first, learn everything we can so we can better prepare for our heist. Passwords, codes, guard routines. After we have what we need, then we off him. I also want to ask him about my brother. I need to know why he went to the trouble of killing Ruslan when he was just asking for a job. We are going to pull the Rat King's teeth, one by one. Koslov is one of his shiniest fangs and sharpest. But we should question him first. Killing him straight away would waste all the work we put into exposing his big plans, and the end of the world, and all that. I agree on one point. Koslov must die. But we don't have time for fun and games. Just dispose of him quickly and get out. Maybe he does deserve to suffer. And perhaps he has some intel we could use. But the only way to make sure he can't interfere is to kill him right away. That's what I recommend. Ich glaube an der Stelle, genau, diese Sache hatten wir letztes Mal. Ich glaube, an der Situation standen wir letztes Mal. Die Frage ist, ob wir Leute verlieren, wenn wir uns jetzt anders entscheiden. Also, wenn wir jetzt hier die falsche Entscheidung treffen. Olivier hat nichts gesagt. Er hat keine Meinung, offenbar. Wir versuchen mal, ihn zu entführen. We need Koslov alive. I'm open to suggestions. I can definitely help with that. The actual camp is located in Energetic, the former palace of Kocha. There are two ways in. The main entrance is probably guarded, of course, but they only post 2 guards at the side door. You know the place, right? Yeah, I lived here a long time ago, but some of the details are fuzzy. It's not complicated. Those NAR fuckers just walked in and make themselves at home. The front entrance is a no-go, but the side door will be a breeze. The guard detail is very light, insultingly so. And that's where you come in, or go in, or whatever. Kozlov's digs are on the top floor. Once you get inside, it shouldn't be hard for a man of your talents to slip past the guards. Security is a bit of a joke, like every fascist you ever met. They got cocky. They're not expecting anyone to snoop around. And remember, most of them will be distracted by Kozlov's speech. Maybe he'll even put them to sleep for us. This is a great opportunity, Mousy. The Rat King's minion will be vulnerable, alone, just waiting for you. The time has come to instill the fear of the great rat catcher in their black and shriveled hearts. Okay, I'm ready to talk to Koslov. Okay. Ich glaube, an der Stelle haben wir letztes Mal abgebrochen. Oder so, ne? Entführung von Koslov. Keine gewöhnliche Mission, sondern eher eine Art Versuch, einen Drachen aus seiner eigenen Höhle zu entführen. Schauen wir mal.
Was können wir denn noch hier machen? Essenabwurf. Das kann er machen. Vorratsabwurf. Eigentlich kann das doch er machen. Und Essenabwurf kann er machen. Oder Michael. Munitionsabwurf. Kann Olga machen. Munitionslager kann Olivier machen. Irgendwer fehlt noch. Ja, der Tarakan, der bleibt mal in der Basis. Saschko. War das Saschko? 20%. Na komm, die bleiben einfach in der Basis. Ganz einfach. Entführung von Koslow. Hauptmission. Offenbar. Koslov, the most hated man in the zone. He's ruthless, but hardly a mastermind. Despite his civilized appearance, he may just be a mad dog, unleashed by the NAR. Still, you could probably learn a lot from him. He could be your ticket into the power plant. Bin gespannt. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir das schon angefangen hatten oder nicht. Diese Diskussion, an die erinnere ich mich. Aber da war ich auch, glaube ich, schon ein bisschen durchgemüdet, sage ich mal, ne? Als erstes immer gleich mal. Als erstes ducken. Bad news, Igor. What's going on? Kozlov is about to leave the NAR encampment. Very convenient timing, isn't it? Convenient indeed. So, change of plans? Go to Hotel Policia, top floor. You'll have a great vantage point from up there. It will allow you to pinpoint Kozlov. Sounds good. Excellent. We should pursue this plan. This will bring us closer to defeating the Rat King. You're one psycho old geezer, Terracan. But I like you because you love to stir shit up. Working with you is a real pleasure. You may be far from divine enlightenment, Sashko, but your heart is in the right place. Merkwürdige Diskussion, oder? Okay, Entführung von Koslow. Mal sehen. Gut. Soldaten, ja? Und nicht wenige wahrscheinlich. Gucken wir mal, ob wir weiter im Norden besser langkommen. Wenn ich mein Glück kenne, fängt gleich die fette Strahlung wieder an hier. Another hour gone, 3 more to go. Fucking hell. Vielleicht lieber auf der anderen Straßenseite. Ich habe den Eindruck, dass der Dingens schnell kommen wird, der schwarze Stalker. Wir haben hier schon Wind und aufkommenden Sturm. Mal gucken, ob ich hier lang kann. Also idealerweise würde ich natürlich gerne das erledigen, ohne mir großartig Horden von Gegnern ans Bein zu binden, ne? Wenn es geht.
einer nur anscheinend, ja. Nein, es sind mehrere. So, auf, gleich trete ich eine Bärenfalle oder sowas. Zigaretten töten, das weißt du schon, ne? Mhm. Scheiß auf die Ressourcen. Da ist was Grünes. Ah, ganz so schnell verhungert man, glaube ich, nicht. Gibt es noch einen zweiten Eingang? Es gibt noch einen zweiten Eingang hier drüben. Ah, dazu müsste ich das ganze Gebäude umrunden. Das kann ich nicht machen. Also kann ich schon, mache ich aber nicht. Die Frage ist, ob ich hier hochkomme ohne... Okay, der patrouilliert da. Schauen wir mal. Der scheint hier so ein bisschen alleine zu sein. Also im Gebäude, im Anfangsbereich des Gebäudes. Ja. Ich muss nach oben. Funktioniert das Ding? Ja, es funktioniert. Interessant. Bis jetzt hat mich noch keiner erspäht. Gut. Gut. I'm on the top floor, and I found some binoculars. Good. Luck favors bold mousies like yourself. I see him. General Kozlov in the flesh. The chief rat. Now listen closely, Mousy. His living quarters are in the building on your right, top floor. The time for action is now. Gather your courage and go, Mousy. What about a little help? Perhaps some kind of diversion? Yes. Luring the other predators away is always a good idea.
use the generator to power up the Ferris wheel. Its lights will attract them like moths. Like moths. That might work for a minute or two, but it won't last. Do you have a better idea? I might. Shut down the generator instead, and they'll be blind. Then you'll have no problem sneaking past the guards and getting to your target. Ja, das erscheint mir erfolgversprechender. Muss natürlich erstmal da rauskommen. Aber ich kann ja runterspringen. Theoretisch. Mir haben sie gesagt, ich kann beliebig weit runterspringen. Beliebig tief. Na, gucken wir doch mal. Gefährten. Nee, Fähigkeiten. Wo war's denn? Wo war's denn? Hier, Saschko. Du landest sicher aus jeder Höhe. Aus jeder Höhe steht da. Na, aber sie lassen mich nicht, hm? Aber sie lassen mich nicht. Ich darf das nicht machen. Nee, ich darf das nicht machen. Ich dachte, ich kann hier den Power Armor Effekt nutzen. Na gut. Dann halt so. Gewehr da und das ist mir jetzt gerade mal egal. Ich nehme Sachen mit, vielleicht die auf dem Weg liegen hier. Aber damit muss ich dann auch haben, ne? Mhm. Entweder hier oder hier raus. Mal sehen. Oh, hallo. Eine ziemlich spannende Mission. Warte mal eben. Ich glaube, ich könnte es überhaupt nicht leiden, wenn ihr der olle schwarze Stalker nochmal auftaucht. Wie viel kann ich denn? Das kommt erst beim nächsten Mal, ne? Ach komm. War jetzt eigentlich nicht so schlau, aber egal. Die Ressourcen werde ich nicht vermissen. Ah, gucke mal. Ich habe das grüne Ding gesehen, aber ist mir jetzt gerade mal egal, ne? Oh, oh, oh.
Gut, nicht gesehen. Ich schätze mal, ich muss hier mich durchmogeln, was? Na? Ich bin schon an meiner Stelle vorbei hier. Eigentlich soll ich genau hier ins Gebäude kommen. Wahrscheinlich eine Ebene tiefer. Na, warte. Na. Okay. Toll. Geht nicht. Schwere Rüstung. Oh, das ist schlecht. Schwere Rüstung kann ich nicht lautlos überwältigen. Und wenn ich auf ihn ballere, dann werden die anderen alarmiert. Mal sehen. Mhm. Mein Ziel ist sogar noch weiter oben, sehe ich gerade. Aber wie komme ich da hin? Wo ist denn hier eine Treppe? Ich muss eine Ebene hoch. Oder zwei, weiß ich nicht. Ach. Das ist genau das gleiche Gebäude, wo wir vorhin schon waren. Sheet. Das war der Weg, wo ich vorhin runtergesprungen bin. Ah, gut. Gut.
Gehe aus seiner Reichweite raus. Vergiss mich. Na, okay. Shit. Das muss ich aber machen. Der hat mich da oben gesehen. Ach, hier komme ich nicht lang. Verdammte Kiste. Gut. 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 Schön. Prima. Das war's mit Schleichen. Geil. Find him before he gets away. Na, okay. Hoffentlich hat das den Überraschungseffekt nicht völlig vernichtet, ne? Ich glaube, ich sollte mal so ein Gesundheitsgelumpe nehmen, oder? Schade. Nicht perfekt durchgeschlichen. Naja, vielleicht kam zum Schluss so ein bisschen Ungeduld hinzu. Okay, I'm at the generator. Dadurch wird es viel einfacher, an den Soldaten vorbeizukommen. The shadows are out! Fucking hell! Fire! Fire at will! Target ahead! Over there! Keep shooting! More of them are coming! Ach so. Disabling the generator. I'll pull them out onto the shadow cages. The guards will be quite busy for the next little while. Not afraid of the dark, are you? Seriously though, watch yourself. Those things will eat you just as soon as any guard. Das wird Saschko gefallen. Aha. Aha. Gerade im Dunkeln werde ich natürlich meine Dinge zu brauchen, ne? Meine Scanner. Ich habe natürlich überhaupt nicht dran gedacht. An die gefangenen Viechers, ne? Gut. Jetzt hat der Kampf angefangen, jetzt wird es wahrscheinlich öfter passieren, dass ich ballern muss, denke ich mal. Ich könnte meine Lampe anmachen. Ich weiß nicht, ob Leute auf die Lampe aufmerksam werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
Mach sie doch wieder aus. What's all the commotion? Don't even think about reaching for that sidearm, General Koslov. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Ich muss ihn unter Druck setzen. Ich weiß nicht, ob ich den einschüchtern kann. Ob der sich einschüchtern lässt? Ich versuch's. I'm not interested in talking to you, but I need to find Tatjana, and you're in my way. Is that so? Those few words you just said tell me you have no idea what's going on here. Come on. He's just trying to weasel his way out of it. Kill him now. Don't let him get in your head. I'm sorry, General. I'm not that kind of person. But you leave me no choice. Wait. You're making a huge mistake. I can tell you a great many things. Useful information. He's full of shit. Just pop him and blow. You want to know about Tatiana, right? Then you found the right man. Let's talk. Michael wird das nicht mögen. Aber mal ehrlich. Wenn es jetzt darum geht, dass ich einen verärgere, obwohl Michael ist momentan, da ist glaube ich sogar der Beziehungsstatus gut, aber wenn ich einen so weit verärgere, dass er verschwindet, dann am liebsten Michael, weil der ist vielleicht relativ fähig, aber der ist doch ein verrückter Irrer, der jederzeit in Luft jeden kann. Wir entführen ihn. Okay, I'll bite, but you better have answers. Did you think I would be impressed? I've seen these things before. Don't make your situation any worse than it already is. Move. Das wird Michael nicht gefallen. Aber wenn das die einzige Konsequenz ist, Ach so. Ach so, wir sind wieder hier. Hier fehlt noch ein. This is what it looks like from the inside. Surprised? I guess you're not all-knowing after all. Let's say terrorist hideouts are not my department. But I know everything I need to know. Is this a family meeting? What a pity. I thought we were going to talk man-to-man, Professor Kaminyuk. What the fuck? Why did you bring this asshole here? You were supposed to punish him for what he did, and then leave his corpse as an example. My poor fellow. I suppose you expect me to acknowledge you and apologize for something I've done. Sadly, I am forced to disappoint you. I have no idea who you are, nor do I care. I don't like this one bit. Let's put an end to this, and fast. You should be careful with that one, Kaminyuk. Women are often far more cruel than men. I've seen her kind in... well, it hardly matters. What about you, old man? Still chasing ghosts? Did you ever find your mysterious Rat King? Perhaps you should have stayed in the institution. At least they kept you properly fed. Sashko Horobets. I admire your craft, but there's nothing I can do for you. Or your brother. We'll see about that. Are we done with introductions? Let's get to it then. You seem to be the most reasonable of this gang of colorful misfits. I was hoping you and I could have a civilized conversation. I know exactly what you're doing. It isn't particularly clever or original, and it's not going to work. What am I doing? I am a professional who happens to be on the other side of the fence. Just a man trying to do his job. I have a nephew that I very much want to see. So, go ahead and ask your questions. When you're satisfied, I'm sure we can come to some kind of arrangement. Your nephew? Tell me about him. He's 10 years old. He's from Magnitogorsk, like his father and me, and he's the smartest kid I know.
I don't believe for one moment that you could harm him. It simply isn't your style, Professor. Besides, you don't even know where he is. Do not assume to know me, Koslov. That would be a mistake. Der Neffe ist bestimmt der, oder möglicherweise der, den sie da entführt hatten, weiß ich nicht. Tell me about the experiments. What is Semenov doing in the lab? I wish I could tell you, but as with tracking down trespassers, that is not my department. My task was to ensure Semenov could work undisturbed. You lie. I've seen everything. I've even studied Chernobylite myself. How can you claim to know nothing about it? I know about its applications, yes. I know that it can act as an unlimited energy source, that it can be used in transportation, medicine, and can even be weaponized. But I don't know any details about its implementation. I'm not a scientist, just an old soldier. Yes, I suppose that's true. Look, I'm not a personal friend of Semenov. His findings may be profound, but at what cost? Remember, it was Semenov who botched the experiment that released the shadows into this world. Can you guess how many people I've lost fighting those things? Don't ask me where these creatures came from, because I have no idea. From a nightmare, perhaps. Semenov has a god complex. He believes he can advance the human race, a bold claim, especially in this part of the world, no? We lived in the shadow of people who wanted to turn us simple bread-eaters into angels for almost the entire century. But I've been around. I've seen things. So you can understand why I'm skeptical when I hear such claims. Ja. Klingt erstmal vernünftig. Semenov may be the brain, but he isn't responsible for the atrocities in the zone. That's your doing. You seem like a smart fellow, Kamenyuk. Why would you buy into this nonsense? What do you mean? Whatever Semenov told you, he is the real puppet master. He has great influence over the board. The board? The big money people in the tailored Italian suits. The people who make money by making money. Semenov convinced the board he's going to transform NAR into a $1 trillion business. To them, he's like an investment banker messiah. Semenov isn't rounding people up and torturing them, filling mass graves with civilian corpses. That's you. Well, naturally, you'll get a distorted view of what's going on when you only hear one side of the story. Uh-huh. What's your side of the story, then? This is a war zone. I am responsible for keeping my men safe and doing my job. Some collateral damage is unavoidable in any conflict. But trust me when I say I've already had a bellyful of civilian misery. I do my absolute best to keep their suffering to a minimum. I'm only really interested in one thing. Where is Tatiana? That ghost you're chasing. That pretty dream. I don't know what to tell you. You're the head of security. Am I to believe you're not privy to everything that goes on at the power plant? Professor Kamenyuk, listen. I am here to earn a little extra money so I can retire someplace nice and send my nephew to an Ivy League university. I have zero interest in anything that doesn't directly concern my men and my job. If you don't tell me, I swear. I cannot tell you what I do not know, Professor. Semenov is the authority in this area. Talk to him if you want to know more about the experiments or this Tatiana girl. Gleich muss ich eine Entscheidung treffen, schätze ich. How do I enter that power plant? You're placing me in a very awkward position. You want me to divulge information that may lead to casualties among my men and the civilian staff. You've got a real nerve talking to me about civilian casualties. I can't believe you would try that. Again, what is the password and response for accessing the power plant? Don't be stupid. You and your merry band of trumps will never make it out of the power plant alive. I don't care. Do you know where we are, right now? No. I don't understand it, this place. But let's skip the guessing game and you just tell me. We are currently in the tunnel between two singularities. It's like a black hole, only smaller. This tunnel is a shortcut through time and space. Marvelous, isn't it? But to use it, you need to know how to enter
and how to leave. Ah, I see where this is going. Do you? I don't have to kill you. I can simply leave you here. But don't count on dying anytime soon. Time dilation will ensure that you don't. You will never see your nephew again. But perhaps I will release you to attend his funeral when he's died of old age. I can see that your companion's cruel nature is beginning to rub off on you. Very well. Are you ready to cooperate now? If you lie to me, I will return and it won't go well for you. The call is, we quell the storm. The response, and ride the thunder. Thank you. I'm glad we had this chance to talk. What to do with you now, eh? It's too dangerous to let him live. I believe we already agreed on that. I want to ask him about wrestling fast. He's mine. I want him to experience a slow descent into hell. Fucker! He's just a tool of the Rat King. He told you everything of value already. Do not let this rodent roam free. He can still do great damage to our cause, more even than before. Schwierig. Ich glaube, das ist möglich eine der Auswahlen, die wir hinterher noch ändern können. Wo ist eigentlich Olivier? Ist alles egal hier? Gut, also 3 Leute wollen, dass er stirbt. Einer will, dass er lebt. Saschko. Wenn ich ihn laufen lasse. Also laufen lassen ist... Also eigentlich hätte ich jetzt gedacht, wir lassen ihn hier. Außerdem, ich meine, ich finde die Auswahl gerade ein bisschen blöd. Ne? Eigentlich müsste da eine Auswahl stehen... Lass Saschko seine Fragen stellen und töte ihn dann. Ich würde 3 Leute verärgern. Unter Umständen. Oder einen. Saschko ist, glaube ich, schon relativ schlecht, die Beziehung. Und die anderen... Michael ist der Einzige, der irgendwie noch neutral oder gut oder sowas ist. Aber die anderen, die könnte ich dabei verlieren. Ich töte ihn. Sorry. I can't let you go. You're making a mistake, Professor. One you will dearly regret. Ich denke, das Beste, wenn sie es macht. Ich will es Michael machen lassen. Also wenn das einer von denen machen muss, dann soll er es machen. Oder ich lasse es Saschko tun, damit er seine Fragen stellen kann. I promised Sashko. Let me ask some questions about why Ruslan died, and I'll send him to his ancestors. You've seen enough bloodshed, Igor. Go now. This is no way for a man to die by the hands of a thief, a common low-life criminal. Damn you. Entführung von Koslo. Errungenschaft. Mann mit Vergangenheit aus der Vergangenheit. Hm. Nip, nip, nip. Gut. Noch alle da, zumindest, ne? Und alle waren mit ihren Missionen, wenn sie denn eine hatten, erfolgreich. Gut. Komm, ich habe 72 Essensrationen in der Tasche. Hm?
Okay. 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 2 sind schlecht. Ich glaube, viel, viel besser konnte es an der Stelle nicht werden. Okay. Gut, dann gehen wir wieder schlafen, würde ich sagen. Obwohl, wir haben 2 Punkte. Kann ich noch was von Olga lernen? Nein, ich habe alles gelernt, was Olga mir beibringen kann. Na dann. Revolver, Schrotflinten. Das Einzige, was irgendeinen Sinn ergebe, wäre das hier. Aber ist mir jetzt mal egal, ehrlich gesagt. Noch mehr Essen sammeln. Wir haben wirklich viel. So, jetzt sind wir auf jeden Fall weiter als beim letzten Mal. Mal sehen, ob mich jetzt noch einer anspricht. Mit einer persönlichen Mission. Igor, I need to tell you something. Remember when you asked me why the lurkers stay away from our village? I wasn't entirely honest with you. All right. I don't know exactly how it works, but Matvey has a way of keeping these creatures at a distance. He has this strange powder. He calls it dust, but it's secret. Only a handful of people even know it exists. Dust? Why are you telling me about this? Because I can see you for what you are now. And what's that? A forthright and honorable man. Maybe a little awkward in social situations. Anyway, it'll help us in your heist. You should get your hands on some as soon as possible. Oh. Ein Werkzeug, ja? Okay. Well, if it works, there must be something to it. I should definitely look into it. You should. Okay. I'll check it out first chance I get. First Chance. Lass mal gucken hier. Guck mal. Ermittlungen durchgeführt. Na, okay. Schwarzer Stalker. Okay. Vorratsabwurf. Erforschen. Essenabwurf. Essen müssen wir auf jeden Fall. Muss immer ganz, ganz hoch bleiben hier, ne? Monsterjagd. Kann Olivier machen. Vorratsabwurf. Kann Michael machen. Und erforschen. Kann Taka macht was anderes. Kann Olga machen von mir aus. Irgendeiner hat noch keine Aufgabe. Saschko. Ja. Gut, dann schauen wir mal. Schwarzer Stalker. Also wir nähern uns dem Finale schon, aber wie gesagt, jetzt kommen halt so ein paar Sachen. Magic powder? It's not really your style to believe in such things, is it, Igor? Still, if there's any truth to it, it could be your best chance to defeat the shadows, and perhaps even him, the Black Stalker. Wenn der denn überhaupt noch aktiv ist, dieser Matvey. Der komische andere Typ hat ja irgendwie mehr oder minder dafür gesorgt, dass der so ein bisschen Watch out for those bastards, Igor. I heard on the radio that they're sending more troops to Red Forest. Dass der, sagen wir mal, ein bisschen entgegenkommender ist. Wahrscheinlich den Willen gesenkt oder irgendwie was. Was ist das hier?
Nö. Keine Fragezeichenorte? Oh gut. Komm, wir gehen mal ein bisschen geradlinig. Wir haben so viele Ressourcen. Die Schränke sind voll. Und alles. Muss nicht mehr jeden Quatsch einsammeln. Da ist aber was Grünes. Ganz weit entfernt. Mehrere grüne Sachen. Das Waffen oder so? Sieht aus wie Waffen, oder? Gewehre oder so. Ja. Brauche ich nicht wirklich. Ja, natürlich. Wir gehen mal die Straße so, oder in der Nähe der Straße lang. Sind das Soldaten? Kann ich nicht genau sagen. Vielleicht sind es auch keine. Da sie so flach auf dem Boden sind es vielleicht auch keine. Ich lasse sie mal. Ich lasse sie mal. Olga, we've got a situation here. What's wrong? Your village. It looks abandoned, destroyed, burned down. What? Oh, God damn it. We'll check it out. Find out what happened. Ist das vielleicht das Problem mit dem Typen, den ich da... naja, da hat doch dieser eine, dem einen da habe ich doch quasi geholfen, die Macht zu übernehmen. Das ist vielleicht das Resultat, was? Das wäre ein schlechtes Resultat. Das wäre ein ganz schlechtes. Was war das denn eben?
Muss ich unter Umständen ändern. Sweet mother of God! Gleb! What's going on? Talk to me, goddammit! Your people are all dead. I'm so sorry. And Gleb too. What are you saying? The kid was safe in the bunker. Locked, but safe. And now you have a child's blood on your hands. It's my fault. I sent him straight to his death. No. Are you sure that everyone's gone? What about Kostya? Matvey? I don't know, Olga. Just take a look around. See if you can find out what happened. I will. Das klingt wirklich nach etwas, was ich verändern will. Mal sehen. Ich habe übrigens gar nicht gesehen, den Gleb. Aber wenn er das sagt, dann wird es wohl stimmen. Das grüne Zeug da, was ist das? Ein Zettel, der außen klebt. Are you going on a date with Boris again? It's not a date. We're just friends, as you well know. You've been meeting up with him a lot lately. Semenov is giving him a hard time about the project. Boris needs someone to talk to. Does that someone have to be you? Why are you doing this, Igor? You know my heart. Trust me. Hat jetzt mit dem hier nichts zu tun. Nun. In mir baut sich die Ahnung auf, dass wir heute nicht fertig werden. Ach so, guck mal da unten. Schwarzer Stalker. Ja, genau. Wird er mir jetzt irgend sowas sagen wie, das ist alles deine Schuld? Das ist die Rache für General sowieso? Wir streamen schon 34 Tage. Na, okay. Warte. Oh, komm. Olga, I found Kostya. He's... Yes? He shot himself. It was quick. I'm so sorry. I didn't see that coming. Nobody did. Please give me a moment. Beschriftet ist es als schwarzer Stalker. Ich weiß jetzt wie gesagt nicht. Ich weiß jetzt wie gesagt nicht, ob wir das verhindern können. Das ist ein ganz schön großes Gebiet hier, was ich jetzt durchsuchen soll. Jesus. This isn't really a cemetery, is it? It looks more like a mass grave.
I know, but it gives this awful place a kind of dignity, doesn't it? NAR used to dump bodies here. Phosphorus, slaked lime. In time, it'll burn everything up. I found my mom there, what's left of her. What? Why didn't you tell me? Any other secrets you'd like to share? I didn't want you to know about this place, until now. Besides, everyone has secrets. The only question is, how harmful are they? I'll check the bones, if you don't mind. Knochen. Unterstützen, okay. Oder untersuchen. Gut. Unbelievable. Is it possible they were telling the truth? What's going on? Remember when I told you about Chernobylite being a giant turtle that supports the Earth? It could be true. Well, at least partially. What do you mean? It seems to be organic. Moreover, it shows signs of basic cognitive functioning. To put it plainly, it learns. That's why it avoids the lye and phosphorus. Incredible. That explains why the shadows won't touch it. I have no idea how Matvey came up with this, but he hit the jackpot. You can tell me the rest when you get back. Bring the dust. I told you to return to the UK, Igor, but I see you didn't listen. Well, it's understandable in a way. You're constantly interfering in everyone's business. You're the wild card of the zone. There's no telling if you'll end up on the side of the heroes or the rats. You're talking gibberish. You think I don't know you've been talking to Semenov? Perhaps even Kozlov? Who else, I wonder? But your little gang of misfits and rejects has no idea you're playing both sides. How do you... You really are naive, aren't you, Igor? Like a lost little boy. That big brain of yours still can't comprehend what's really going on. Perhaps you're not so special after all. Rat? Why did he call you a rat, Mousy? They're using you, and you can't even see it. Did you ever think to stop running everyone's errands for 5 minutes and ask yourself why you're here? Why you're really here? You're insane. Chernobylite is messing with your mind. Listen, I never sold anyone out. Someone sent me a picture of Tatiana, and I saw her in my dreams. She called out for me to find her. You're a goddamn liar. She would never. No, you don't belong here. It's the truth, and I can tell you believe it. You're delusional. Semenov used a photograph to lure you here, to get you to mess with my plans. He made you his puppet, whether you realize it or not. Semenov würde mich niemals verraten. Das ist Boris. Vielleicht kann ich an seine Gefühle appellieren. Also, Semenov würde mich niemals verraten, das sehe ich so nicht. Der hat mir schon ein paar Mal quasi Unsinn erzählt und mich in eine Falle gelockt. Ich versuch's. You underestimate me, old friend. Yes, I know it's you, Boris. What happened to you? We had our differences back in the day, but we were also good friends, the three of us. Tatiana has always been the most important person in my life. That's true. But that doesn't mean I don't care about anyone else. About my friends. Friends? Sure, Boris and Igor, bosom comrades to the end. Cross my heart and all that. It's really bizarre to see you claiming something that doesn't belong to you. If only you knew. I honestly have no idea what you're talking about, but I don't care. I will find Tatiana. If I have to go through you to do so, I will. You're not lacking in courage, Igor.
But courage without knowledge is indistinguishable from stupidity. Do you understand what you're up against? I know you talked to those half-wits in my lab. Their indiscretion cost them their lives, by the way. You killed them for telling me that crazy theory of yours? That Chernobylite is an organism so powerful it can produce singularities and wormholes inside its own multi-dimensional body? Believe what you want. But how do you hope to challenge such power if you can't even defeat me? You're so far out of your depth, you don't even realize. I have my own plans, and they don't involve you. Not yet, anyway. I'm not going to kill you, not today. You can thank her for that. But I can't make any promises about the future. Who knows what the future will bring? I sincerely hope I never see you again, Igor. Sieh an. That was impressive, what you did back there. You faced a monster and survived. Not everyone can say that. And you two have history, right? Damn. Respect, man. Really. Thanks, I guess. But keep your eyes on the prize, okay? We're not done quite yet. Errungenschaft. Bring den Staub mit. Das wird Saschko gefallen. Ja, schön. Schön. Gut. Warum habe ich hier eine olle Pistole eigentlich? Das wird Saschko gefallen. Tja. Tja, okay. Sonst noch was hier? Denke nicht. Wir können, glaube ich, los, ne? Denke, wir können los. Das ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen schade mit dem kaputten Dorf da, ne? Naja, gut. Komm, diesen ollen Revolver lass ich mal fallen. Warte. Ich kann ihn gar nicht fallen lassen, wie es aussieht. Nehmen, zurück, sortieren. Ich kann ihn nicht entfernen oder so. Naja, gut, dann halt nicht. Negative Massebatterie. Kraftfeldgenerator und Disruptorfeldgenerator verwendet. Was? Praise the great rat catcher in the skies. You faced the devil himself and survived. Yes, it was quite an experience. Don't worry. I could never believe that you were the Rat King, or even a lesser rat. You have a pure heart. I trust you. But now, we know exactly what we're up against. Chernobylite is the evil that descended upon this world. It's the true face of the Rat King. Listen to me, Igor. Whatever the cost, we have to destroy it. Alle waren erfolgreich. Yippie. Alle kriegen Belohnungsessen. Mein Inventar ist leider knackevoll. Mal ein bisschen voller machen, oder?
Oder wir bauen noch irgendwas. Haben wir denn etwas mit diese Sache mit Disruptorfeldern? Wohlbefinden. Das ist eigentlich, wie gesagt, das Wohlbefinden ist eigentlich schon maximiert. Basisverbesserung. Luftqualität, Strahlungssicherheit. Da ist nichts bei, was wir brauchen. Nun, okay. Okay. Ein bisschen Platz brauche ich hier schon mal im Inventar. Ne? So. So, ich habe jetzt schon wieder drei Punkte, aber ich habe halt nichts, was sich zu lernen lohnt. Ne? So, ich brauche mal kurz was zu trinken. Mal kurz ein Getränk holen. Moment. So. Mal gucken, was sich jetzt hier... Okay. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorher waren. Jetzt haben wir wohl keine weiteren Hauptmissionen mehr, was? Guck. Hakuna, moin, hallo. Jetzt haben wir keine Hauptmission mehr. Nun. Ne, eine Ermittlung. Haben wir wohl verpasst, wie es aussieht. Wie auch immer. Also, schauen wir mal. Würde ich sagen. Ne? Ich gucke nochmal nach meinem Inventar. Ich habe 6 Medipacks. Ich habe einen Haufen Zeug gegen Strahlung. Ne? Ne, das hier ist Psyche. Das hier ist gegen Verstrahlung. Und dann stellen wir noch 2 davon her. Dann wird der Stapel auch nicht größer. Ja, guck mal, wie viele Ressourcen wir inzwischen gesammelt haben. So. Auch das noch. Miau, miau.
Gut, wir machen's. Wir starten jetzt die finale Mission. Also die wahrscheinlich finale Mission. Sage ich mal, ne? Was? Überfall beginnen. Ich glaube, das muss ich genauso steuern wie diese Sache bei den anderen Dingen. Everyone, it's time to hit the power plant. We all know it's not going to be easy. We tried before, and not everyone made it. But this time we're smarter and better prepared. I know we can do this. We have to do this. It's the only way we can find Tachana and end NAR. Mousy, you're talking about striking at the heart of the Rat King. But have you learned everything possible about his plans? I have evidence that NAR was conducting Chernobylite experiments back in the 90s. Tachana and her baby were two of their subjects. With the rate at which their technology is progressing, soon, nothing will be able to stop them. We must act now. What about that black mask-wearing motherfucker? Have you identified him? His name is Boris Glukov. He, Tachana, and I were close friends until he betrayed us. He helped the KGB gather evidence against Tachana, then continued to work for NAR after my accident. He experimented on himself with Chernobylite and ended up with great power. He's strong, one of the strongest, but we can beat him. Together. Do you know what NAR is actually doing at the power plant? Why is it so important? And what does it have to do with Tatiana? Unfortunately, I couldn't uncover all the details, but we know enough. We stick together, follow the plan, and everything will sort itself out in the end. I'm sure of it. I like the pep talk, Professor. I think you even gave me a bit of a job. But do we have the right tools for the job? Yes, we do. We've got everything we need to infiltrate the power plant. This is much bigger than anything any of us has done before. If you want to back out, this is your chance. One organization holding this much power is against everything I believe in. And besides, this is personal for me. Count me in. You know how I feel. The Rat King must be stopped at all costs, Mousy. I'm in. I started out doing this for a paycheck. But I'm going to end it for my brother in arms. For Anton. Let's do this. This is bullshit. You're asking us to walk blindly into something that could very well be a trap. Oh, why didn't you prepare better? You think I'm gonna back out now and miss the best part? Fuck no. I'm with you, Igor. It's your choice if you don't want to help. I can't force you. Eine macht nicht mit, wie es aussieht. I appreciate your trust. We can't count on the element of surprise, but we know enough about NAR's vulnerabilities to make this work. Time and again, NAR has shown they would rather capture than kill me. We can use this to our advantage. We'll dress somebody up as an NAR officer, escorting a prisoner. Me. That's our ticket inside. We have 2 NAR uniforms, both male. Any takers? I'll do it. I have no problem posing as an NAR officer. My hand is still giving me trouble, but I can deal with it. You should take someone who can keep his cool when things go sideways, as they inevitably do. Trust me on that. You're not seriously thinking about going without me? I'm a blast at parties. Ask anyone. Das ist jetzt so ein bisschen wie bei der... Das ist ein bisschen Spoiler. Also wer einen Spoiler nicht hören will für ein Spiel, wenn ich es sage, ist es auch ein Spoiler. Man muss kurz weghören. Bei Mass Effect 2, da hat man am Ende auch solche Entscheidungen zu treffen. So. Jemand Verrücktes schadet vielleicht nicht. Wähle niemanden aus. Allein kommt besser klar. Also ich glaube, Oliver ist der Richtige. Mal sehen, was die anderen machen. Alright, we still have one more uniform. Any takers? Okay, wir haben 2 Uniformen. Gut. Dann ist es Sashko. NAR must have upgraded its digital defense perimeter and surveillance system by now. A skillful hacker should be able to at least temporarily disable them.
I'm your man, Mousy. The great Ratcatcher has blessed me with a knack for that kind of thing. Electronics, surveillance, computers. There's no one better than me. Ja, von mir aus. I need someone to cover our asses in case we end up in the shit. Someone who can take down a target from a distance, or at least create a diversion. Firearms are my preferred method of solving problems, but I can definitely distract them. My shooting's impaired since I injured my hand, but I can manage. Will ich jetzt einen von den beiden von ihrem Infiltrator-Job abziehen? Eigentlich nicht. Vielleicht brauchen wir gar keinen Scharfschützen. Ich hätte den Michael dafür eigentlich gerne gehabt. Wir wählen niemanden aus. Thinking it over a bit more, I don't think we need a sniper or operations person. If we stick to the plan, everything should go smoothly. Last but not least, a spy. I want someone to monitor NAR activities and keep us informed about their moves. I've been watching these assholes fight the reflection for years. I know how they think. I'm your guy. I know the power plant like a boy knows the woods behind his house. Let me take care of it. Ich weiß, ich wähle Michael aus. Na, dann, ansonsten hat Michael keine Aufgabe. Bestimmt wäre Olga die Scharfschützin gewesen. Aber die hat mir nicht genug vertraut. Does everyone know what to do? Last chance to reconsider. Bestätige deine Auswahl. Ja, das machen wir so. Mal sehen, was jetzt passiert. This is it, my love. The last stretch. You've been through so much for me. Make sure you're ready, because it will take everything you have. Your wits, your strength, your plan, your companion's loyalty. Everything. Good luck, my love. Also ist es nicht perfekt gelaufen mit den Kandidaten da, ne? Womöglich hätten wir nochmal durch die Straße des Todes gehen können, um Entscheidungen anders zu machen, aber ich will jetzt auch tatsächlich, ich will es jetzt auch langsam mal abschließen. Hier. This is it. Today's the day. Whatever happens. Aufgabe, warte. Keine Karte. Quite bedauerlich. Okay. Schleichen können wir nicht anscheinend, ne? Everything sorted, guys? Can we start our prisoner escort on? I'm ready. Though my hand still hurts like hell. If the uniform doesn't get us in, we have one more ace up our sleeve. Their friend-enemy password. They say, we quell the storm. And we reply, and ride the thunder. Remember it. Before we enter the lion's den, I need to triple-check everything is ready. How's my techie? Have you logged into their system? I'm in, Mousy. What do you need me to do? I will load their systems, bypass security? You ask and I'll do it. But don't be rash. Once we get started, it's only a matter of time before they kick me out again. Spy check. How are my eyes and ears? Eyes are bright and my ears are wide open. I got the plans and codes up and I can hear those boring fuckers chatter like they were sitting in my lap. No worries, Igor. With me on your side, this'll be like walking to the grocery store. Muss ich jetzt jetzt irgendeine Entscheidung treffen? Hey, Alkohol. Yippie. Bin ich ein Fan von, wie jeder weiß. Aber hier im Spiel braucht man es halt.
Okay. There are a few sentries outside the gate. That's obstacle number 1. Better use the side passage for now. You can always kill them on your way out. Don't forget that you're a prisoner, Igor. Downcast, hopeless. Use this to our advantage. Wir versuchen's. Gib dich als Gefangener aus. Okay, showtime. This better work. Okay. Ich kann übrigens nicht aufstehen. Halt! Who goes there? Stand down, Private, and clear the way. I'm escorting this stalker to his interrogation. Yeah, I mean, yes, sir. You can find the brass in the tent behind the gates. I assume you know the way? Ich kann nicht aufstehen. Ob das ein Fehler ist oder ein Programm... weiß ich nicht. Jetzt kann ich wieder aufstehen. So far so good, but it's getting harder now. NAR's upgraded some of the old security features. Entscheidungen treffen. Security checkpoint. What used to be a radiation detector is now a biometric scanner. Clever. I already found the right database. I'll upload your biometric data, and you can walk right through. Those NAR security systems can be broken by someone with enough know-how. Those IT wankers probably spent their upgrade budget on Pornhub premium content. Once those gates read my biometrics, my cover will be blown. We need to convince them somehow that we're friendlies. Jetzt kann der Technikexperte sein Können unter Beweis stellen. Ich bin nicht sicher, ob das später noch wichtiger wird. Ich werde mit dem Wachen fertig, selbst wenn der Alarm losgeht. Der hat ja gesagt, der Tarakan, wenn der erstmal irgendwas tut, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er aus dem System fliegt. Also wenn er quasi was macht, dann fällt er auf. Ich habe das Gefühl, dass es gierig wäre, sozusagen, ihn jetzt schon zu benutzen. So wie in einem langwierigen Bosskampf ganz früh den Heiltrank nehmen. Den letzten. Verstehst du? Wir versuchen's. Time to move. With a little luck, they won't notice us. Ja, wahrscheinlich haben wir kein Glück. What's going on here? We quell the storm. And ride the thunder. At ease, Private. Something's wrong with the gate. Get it checked out. Stupid thing's broken again. You're clear to enter, sir. More paperwork. Wie gut, dass wir den Dingens haben, die Parole, was? Nächster The auf. entrance should be very close. It's a large metal door to the tech access corridor.
Nothing I can't handle. Remember the charges I prepared for breaching security doors? Powerful, but quiet. Like sticking a curling iron into a pound of butter. Or maybe you want to save them for later. Keep your head down, Igor. There's a fucking sniper on the building above you. Stop yelling! How do you know? Picked it up on the radio. They haven't made you yet, but if you trigger the alarm, they'll come down on you like a swarm of Katyushas. Damn! If I force the lock, it'll trigger the alarm. This will be tough. I can try to remotely unlock the door without tripping the alarm, but no guarantees. You'll have to move very quickly, Mousy. The lock is wired to the alarm system, but Sashko's charges will destroy both the lock and the trigger mechanism. I should be fine. Er sagte, vielleicht möchtest du die für später aufheben. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das der richtige Moment. Pass auf, wir versuchen mal auf der Welle weiterzureiten, auf der Welle nicht entdeckt zu werden. Charges are armed. Stay back. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. We made it inside. We're safe, at least for now. These tunnels just about make a beeline to the reactor. From there, the way to the Ark should be easy. What the fuck? The electronics are sizzling as if they're going to explode. That's to be expected, Mousy. The power plant's electrical system is antiquated, falling apart. We should find a way to short-circuit the power. Igor, the water is electrified. Don't touch it. I have access to the circuit board. Perhaps I can cut power to the nearest corridor. Have you been listening, Mousy? I can turn off the entire sector remotely, no problem. I'll only leave the light on at your location. Der Technikexperte. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir den nochmal an anderer Stelle brauchen werden. Ich versuch's. Okay, the power's off. Here, at least. Okay. Vielleicht war es die richtige Entscheidung. Oh, die sind ganz schön schnell, die Kumpels. Wartet auf mich. Wartet auf mich. Ja. Ist das hier Gasmaskengebiet? Da ist kein Symbol da. Oh, die sind schon so weit vorgerannt. Meine Güte, wer baut denn solche Gänge hier, ey? Hey, are you okay? Olivier? Let your friend get fried by the electricity. Your negligence cost his death. You're a smart man, Igor. Why would you let this happen? You should have prepared for it. Das ist schlecht. Olivier, we have to help him. It's over for him, Igor. We need to carry on. Das ist ja schlecht. War wohl doch die falsche Entscheidung.
Mal sehen, ob wir später das noch ändern können, wollen, müssen. Sehen wir. We're getting close to the reactor floor. I think we managed to dodge the main security detail. As long as we maintain our cover, we should be good. Step very fucking lightly now, Igor. The place is swarming with those cocksuckers. NAR's beefed up security around Ark for some reason. Either they're preparing for something, or you're walking straight into a goddamn trap. Deshalb waren die so weit weg. Au. Deshalb waren die beiden so weit vorgelaufen, damit ich dann von der Situation überrascht werde. Na gut. Das hilft wohl nicht. I'm in the Golden Corridor. It looks like NAR beefed up security after our little escapade. Not unexpected. Time to play our prisoner escort card. If they don't buy it, we will kill them. Gut. Ich habe sowieso nur eine Option. Let's try the prisoner escort charade. Just act bored. Stop right there. I don't recognize you, soldier. We quell the storm? And ride the thunder. Now step aside. I'm bringing this criminal filth to talk to the higher-ups. Okay, go ahead. Mhm. Offenbar hat uns der General, also das haben wir ja vorhin schon gemerkt, aber der hat uns die korrekte Losung genannt. Der hätte uns ja auch anlügen können. Nächste Entscheidung. Damn. We need to get past these scientists. The Brainiacs have their own dedicated comms. I could put my fabulous acting skills to work and tell them to fuck off, but it's a two-man job. The great Ratcatcher has smiled upon you today. I can help. This is fucked. Even if they somehow bought our cover story, who would escort a prisoner to the reactor? Naja, es gilt wieder, wenn die das nicht hinkriegen. Da oben sind noch mehr Leute, sehe ich gerade. Wenn die nicht überzeugend sind, dann müssen wir halt rumballern, schätze ich. Tarakan, I like your thinking. Sounds good, Mousy. It shouldn't take long to hack the comms. Attention! Pneumonia! Achtung! The reactor's about to explode! Run for your lives, everyone! What kind of nonsense is this? The reactor cannot Fuck it, Anatoly. A break is a break. Break is a break, schön. Das kann doch... Zur Sicherheit. Obwohl, wie sicher ist das schon? Oh, was These da? old ventilation ducts will take me straight to the Ark. Zum Sarkophag? Mhm. What the hell is this? Was it here before? Looks like some sci-fi fucking movie prop. The door is trapped. Touch it, and I'll spend my last moments on Earth convulsing on the dirty floor. This door wasn't supposed to be here. Mousy, the ventilation duct should not be secured. The Rat King is watching and waiting. I can feel it. Wait, Igor! Remember the map you borrowed from that fucker Semenov? It shows another way in.
Guess it was worth it in the end, huh? Ich versuche den alternativen Weg. Your plan sounds reasonable, Mikhail. Do it. The doors are behind you, Igor. Cut through the crap on the other side, and you'll find a nice, fat ventilation duct. Climb up in there, and it'll take you straight to the Ark. The Ark. Ja, hier. Okay. Bin gespannt, ob noch ein Bosskampf oder sowas kommt. Oh, hallo. Oh, hello, Igor. I've been expecting you. Der macht gleich die Türen auf, bitten. Semenov? You said you didn't want any part of this. Explain yourself. You are remarkable, my boy. Yes, ask your questions, please. I have to say, you earned that right through your hard work and persistence. Tanya, where is she? You've always known where she is. She's here. Alas, that is the wrong question. What do you mean? You should be asking, what is she? If you hurt her in any way... Stop, please. Stop playing the role of a naive, lovesick puppy dog. After everything you've seen, everything you've learned, you embarrass yourself with your petty personal concerns. I'll spell it out for you. If you haven't the stomach to see it for yourself, Tatiana is a crucial part of our Chernobylite experiment. She always has been. There were other candidates, but fate decided for us. It was always going to be her. We're going to use Tatiana to create a stable wormhole to the Chernobylite world. She will travel there and help us reach its source. With her help, I will usher in a new era of human civilization. This is madness. I should have killed you the first time I saw you. My God, is this display of moral outrage supposed to impress me? You must put your maudlin sentiments aside, Igor. The world cares nothing for such things. The only real force in this life is change and growth, evolution, exploration, the act of discovery. Everything else is a substitute, an excuse meant to justify a meaningless, pathetic existence. Not for me, my boy. And you. You are my biggest regret. Did you know that? I made a mistake letting you go. You were supposed to be special, so very fucking special. That brain, those talents, all that glorious potential has been wasted on empty, sentimental pursuits. I failed you, yes. Please don't argue with me, and for that I sincerely apologize. I'm going to save Tatiana. Stay out of my way and I won't kill you. For now. Unfortunately, no. I cannot allow you to meddle in my affairs anymore. Goodbye, my boy. What's wrong with you, Igor? How foolish can you be? How did you not see this coming?
Your companion's fate has been sealed in this timeline. The least you can do is consider what led to this. Toll. Sashko! Oh, good lord! The Rat King! Sashko, can you hear me? Say something! You cannot hesitate, Mousy. We will mourn the fallen when they see the fall. Tja, Sashko. Tut mir leid, Sashko. Die nächste Fehlentscheidung, ja? Okay, komm hier. Wie hätte ich das denn verhindern sollen? Hätte ich auf die Tiger ballern können in den Zellen? Bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher. Komm. Psyche wollen wir auch hochballern. Ja, trink erstmal ein, dann geht's dir gut. Das ist die große Frage. Hätte ich das machen können? Wäre das gegangen? Aber ich hatte halt gezielt und die haben nicht geleuchtet. Tja, Sashko tot, Olivier tot. Okay. Aber was für ein Anblick, was? Machen wir doch schnell mal einen Screenshot. Was für ein Anblick. You heard the man move! The priority is to protect the lab! Damn! Looks like we'll have to fight our way out. Oui, ja, oui, vor allem. Umweg? Muss ein Umweg laufen? Sieht so aus, was? Ach, naja, aber ich sag jetzt schon mal, ich habe nicht den Ehrgeiz, hier den perfekten Run hinzulegen. Im Sinne von alle glücklich, alle leben. Ne? Weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, ehrlich gesagt. Kann ich hier lang? Nein, kann ich nicht. Komm, raus da. Na toll. Na toll. Na toll. Ich klemme hier fest. Ah, Glück gehabt. Gut. Was ist das hier? Hinweis? Nein, eine Metallplatte. Fantastisch. Oh. Ja, und wo gehe ich jetzt lang? Muss wohl irgendwie hier sein, oder? These guys are the last thing standing between me and Tatiana. I can't back down now. I'll fight my way in if I have to. Oh no, this sucks big time balls. I wish we had someone inside who could get those assholes to look the other way. Ich habe nur eine Option. There's no other choice. Mhm. Tango spotted! Engage your will!
Hey, stell mich blöd an. No, er steht dafür auf. Er steht dafür auf. Toll. Toll. Er steht auf dafür. Ah, gut, dass ich das Zeug habe. Mhm. So ein Glück, ey. Gut, dass ich das Zeug mitgenommen habe. Der schwarze Stalker wird auch nochmal auftauchen, denke ich. Okay, das waren jetzt ein paar mehr. Munition? Mach's hier nur wegen der Munition, ne? Die ganzen Ressourcen da werde ich wohl nicht mehr brauchen, denke ich. Ja. Yeah. Aber das ist jetzt so ein bisschen, so ein kleines bisschen wie so ein Run von zum Beispiel Men of Medan, ne? Wo man irgendwann merkt, oh, ich habe im Lauf des Spiels die falschen Entscheidungen getroffen. Dafür sind jetzt 3 Leute tot. Ne? Gut, Olga ist nicht tot, aber die hat sich nicht... Es ist nicht mit hergekommen. 2 leben noch von meinen Kameraden, nämlich der verrückte Tarakov und der verrückte Michael. Ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht... Ich wollte gerade sagen, ich weiß gerade nicht, warum jetzt überhaupt noch Materialien hier rumliegen. Aber vielleicht liegen sie deshalb hier herum, weil man noch einen Bosskampf hat und eventuell noch Fallen bauen will oder so. Geht das überhaupt? Nee, das Baumenü kommt nicht. Okay. Hätte sein können. Bosskampf, Fallen oder so. Naja, vielleicht kommt es dann. Mal sehen. Tatjana! Finally! Pretty hot for 60 years old. Damn! Igor, my love. My child. It's been so very long. But it's finally you. My it has child? to be you. You know it in your heart, my love. I've been calling out to you for all these years, and you answered. But how? You shouldn't be here. It's a mistake. You'll only bring great misery on us all. My poor little boy. All of us together. Finally. Release me, my love. Free me. What did you call me? I don't understand. What can I do? There's nothing you can do. You have to end this. Both of us. We're a mistake. An abomination. Close the portal. Destroy the connection. What connection? The connection is the strongest force in the universe. It cannot be destroyed. It has to be completed. It is our destiny. Go to the reactor. Find it, my love. It is waiting for you. Find what? No more waiting. Please, can't you just let me die? I can't take any more. Tanya? Go. Die. Fade. Portal. Tatjana, are you still there? Boris.
Help! Die! Igor! I don't understand. Oh, fuck! Reactor. Chernobylite. What do I do? Oh, fuck, I need to figure this out. Läuft womöglich auf Tatjana Opfern hinaus. Hätte ich jetzt, also ich als der Spieler, hätte da jetzt, sagen wir mal, nicht so ein... Also nicht so, würde mir nicht so schwer fallen. Ne? Tja, was das jetzt wohl bedeutet? Womöglich müssen wir sie opfern, um eine große Katastrophe zu verhindern, die Semmelnov anscheinend heraufbeschwören will. Ich kann die Waffe nicht heben. You took your time, Igor. Cut the crap. It's time you gave me some answers. Yes, we'll get to that. But since this is our last meeting, I want to ask you a question first. Fine. Just make it quick. What do you really hope to achieve, Igor? Also, das Zeug ist zu gefährlich, um in menschlichen Händen zu bleiben. Ja, also ich würde jetzt mal... Ich würde mal das sagen hier, dass das Chernobylite zerstört werden muss. Weil ich glaube das nämlich wirklich. In allen Geschichten, die man so liest und sieht, in Spielen und in Filmen und überall und in real eigentlich auch. Immer wenn irgendjemand die Menschheit verbessern wollte, ob sie nun wollte oder nicht, das war immer ziemlich schrecklich, ne? Chernobylite is the cause of all this. I have to destroy it once and for all. You may find this surprising, but our goals are actually aligned. How's that? We were both going after the same thing, but this whole time we've been chasing someone else's agenda without knowing it. Chernobylite's agenda. Come on, man. I've come too far to be fed a line of bullshit. Let's start from the beginning. Do you know who I am? Vermute, dass ihr eine und dieselbe Person seid? Das wäre jetzt neu, aber es wäre interessant. Boris? Stimmt das? Ich würde... Ich habe das Gefühl, die klingen ein bisschen verschieden. Ich bleib mal bei Boris. I sure do, Boris. You were my closest friend until you decided to betray me. To take Tatjana from me. Boris is dead. I killed him on that fateful night. April 26, 1986. And took his identity. Good riddance. He was a treacherous piece of shit. You took his? Why? The more important question, the question you somehow failed to ask yourself all this time is, who are you? Because you're not Professor Igor Kiminyuk. You never were. I am Igor Kiminyuk. I only changed my name to protect you and your mother. Protect me? How? By trying to kill me at every turn? If I wanted to kill you, I would have done it the first time we met at the power plant. Will you quit talking in fucking riddles? The truth is hard to swallow, I know. It was hard for me too. You are me. Tatjana isn't your fiancée. She's mine. Everything you know about her, everything you remember, none of it is yours. You're living someone else's life.
my life. You are my clone, sort of. You got my body, my brain, my skills, and most importantly, my memories from before the Chernobyl disaster. What are you saying? How is that even possible? Tatiana was sterile. That was our personal tragedy. But when Semenov imprisoned her after the Duga fiasco, she fell pregnant. At first, I thought Boris was the father, and I was angry with her. But that was another of Semenov's lies. He needed me to stay on the project and study Chernobylite, so he injected Tanya with the nano solution. What happened next was, I don't know what to call it, an immaculate conception. She gave birth to a boy, you. You grew much more quickly than other kids, but your mind didn't seem to follow. It was different somehow. The Chernobylite no doubt affected you in unpredictable ways. I never really considered you my son. You scared the shit out of me. I didn't know what to do with you. But it was obvious that Semenov would incorporate you into his experiments. Or maybe cut you open and rummage around inside. Until one night, Tanya, your mother, communicated with me telepathically, even though her body was in a coma. She pleaded with me to release you into the woods, and that's what I did. You're saying Tatiana's child, who you released in the woods in 1990? But that's impossible. Impossible! I don't remember any of this. Of course you don't. You looked like a teenager, but had the mind of a small child. I remember giving you a sweater that Tatiana knitted for me. The night was so cold. It had my name on it. The sweater? I had it in the camp. I was imprisoned and... Yes, it could have been a trigger. Your mind somehow began to rebuild itself. Why in my image? I can only guess. Perhaps you were constructed from Tatiana's desires, from her expectations of a child. Funny how I called it pseudoscience. I suspect the process was somehow facilitated by the Chernobylite. But she's been calling me this whole time. She wanted me here. I'm afraid you were bamboozled, my poor boy. We all were. It wasn't Tanya who called you here, but it. Chernobylite? But the images, the voices. They felt so real, I know. Your mother was your biggest weakness, and the entity exploited that. It wanted you here. It has plans for you, you see, and I cannot allow it to succeed. Someone sent me a photo of Tatiana and the piece of Chernobylite. Those weren't hallucinations. They were real. I couldn't have constructed my portal gun without them. Oh, that. It was that bastard Semenov, of course. He wanted to bring you here as well. He never got over it when you vanished. Not that it matters now. I really hoped you would stay away. But it's too late now. I can't allow you to interact with the entity in any way. Only one of us is leaving this room alive. Wait, can't we talk it over? We just did. Goodbye, son. Igor. I wish there was another way. Oh. Bosskampf, ich wusste es doch. 10.000. Shit. Schwarzer Stalker, Phase 1, okay. Don't go easy on me. I won't do the same for you. Ich habe noch 2 von den Spritzen. Nun, ich habe jetzt, also ich kann ihm offenbar nicht zustimmen, im Sinne von, dass das da zerstört. Ich kann ihm offenbar nicht zustimmen. Chernobylite? Ah, so ist das also. Okay.
Hey, ich sehe nichts. Hau ab. Shit. Don't go easy on me. I won't do the same for you. Erstmal ducken. Ja, natürlich. Was denn sonst? Why did you have to come here and complicate things? Kommt er wieder da? Give up already. You're not strong enough to save Tanya. Only I am. Phase 2. This gives me no pleasure, but it has to be done. You think you're better than me? Ich hoffe, der macht nicht hier einen auf wie hieß das Spiel? Dying Light. Ja? I won't let you hurt her. Why did you have to come here and complicate things? Ja, okay. Give up already. I promise to make it quick for Tatjana's sake. Er macht einen auf Dying Light, oder? Oder nicht? Wird er jetzt auf mich schießen? Ich kann nicht weitergehen. Ich meine, ich hätte natürlich noch mal schießen können. I don't need a force field to defeat you. Was? What? You should be dead. Yeah, I've been getting that a lot lately. Look familiar? Where did you get that from? Where else? I took it from you. From your cold, dead hands, Igor. What? Where? When? In a reality where you fucked up, my friend. From one of the many worlds bearing the brunt of your failures. Are you saying that you come from a different... that you're from... This is hell. You have no idea. Where are you going? Back to my screwed up world, of course. You know me. I'd prefer to die fighting. Wait! Don't waste the chance I've given you, Igor. Finish the job. Aha. Okay. Viele Realitäten. Hm. Okay. It's all from my son.
Close the portal. Cut the connection. Deny this thing away into our world. Do it now. Aber wie? Son, please. It will kill her. It will kill the love of my life. Of our life. Please. There's another way. Just let me go. I've suffered long enough. You can do this, son. You can be the man I could not. Be the better version of me. Go through the portal and face this thing. Undo the harm we both caused Tanya. No, do not do this. Kill me. Just kill me, please. Finish it. Ich zerstöre das Portal. Es ist viel zu gefährlich, ehrlich gesagt. Und außerdem hat sie gesagt, ich soll es machen. It's time to end this once and for all. If anyone can hear me, run as far from here as you can. Everyone, run like hell. Ich auch? Wahrscheinlich, was? Mhm. Merkwürdige Eröffnungen hier, ne? Thank you for showing me the way. I won't waste this, I promise. Goodbye. You can rest now. Na, ich habe nur dieses Pop-up gesehen, habe mich so ein bisschen erschrocken. Never explained to his comrades exactly what happened at the power plant, but he came out changed. The Chernobylite vanished entirely. The zone is now free of it. Igor stalkers drove off the remaining NAR troops and even convinced a few of them to join the cause. Now they're working together for the good of the Samoshels, tracking down the few remaining monsters still roaming the area. Olivier never had the chance to change his own past and prevent the ambush that wiped out his team. His obsession almost steered him down the dark path of treachery, but in the end, he redeemed himself by helping Igor with his mission. Even though it cost him his life, because he had been a part of something bigger than himself, he was at peace in his final moments. In spite of his flaws, Olivier will always be remembered in the zone for his courage and grit. Ich glaube, wir haben es geschafft. For this haunted place will always be a monument to broken heroes with a twisted past. Mikhail's life was always full of violence. He was the angriest, most obnoxious man Igor had ever known, but he was also unfailingly honest, both with himself and others. Mikhail's thirst to avenge his murdered friends was his main driving force. But working with Igor and the others eventually made him appreciate the kinder aspects of life. Dankeschön, Dankeschön. In spite of his rough manner and the darkness inside him, Igor came to like the neurotic stalker, and by the end, considered him a true colleague. Mikhail decided to remain in the zone and join the others in protecting their shared home. Sashko had always been the lone wolf and daredevil of the zone. Life had always been harsh for him, and he learned the hard way to rely only on himself. His crusade against NAR began with a desire for closure regarding his brother Ruslan's death, but Igor's quest to find Tatiana was what kept him going until the end.
his final moments, he enjoyed a privilege afforded to few men indeed. He had no regrets. Na, so ein Glück. He died as he lived, fighting bravely for those closest to him, and that was enough. Tarakon's fight against the Rat King has reached an end. Having barely survived the zone, he realized his time was up. Now, someone else must carry the torch and defeat the evil lurking in the power plant. But Tarakon wasn't worried. After all, he had prepared Igor and others well. Tarakon's true identity was never discovered. Was he a madman, a saint, a spy? Perhaps he was all of these, or perhaps none of them. But one thing is certain. The old man was a true child of Pripyat. His restless soul will forever wander its marshes and woods. Like so many before him, General Koslov made the wrong choices while chasing a dream of the good life. War taught him about the cruelty and inevitability of loss, leaving him indifferent to human suffering. His experiences made him strong, but also blind to the serendipitous moments which could have placed his life on a different trajectory. And so his death was as empty as his life. General Koslov spent his final moments consumed with bitterness. Bedauerlich für ihn. If I only had another chance, he said to himself. Alas, that is a privilege afforded to very few. Semenov's ambitions and neuroses almost got him killed. He was a brilliant scientist, but could never come to terms with the collapse of the Soviet Union. Though not a devout communist, Semenov could not stomach the chaotic aftermath, for it reflected the emptiness of his own heart. And so he chased his green Chernobylite dream, hoping his experiments would usher in a new world order. In reality, what he sought was to fill the gaping void in his own soul. Meeting his former student Igor saved Semenov's life, although he could never have predicted it. Confronted with mortal danger, he realized he could no longer allow his demons to determine his fate. He left the zone hoping there was still time for him to find peace. Without Semenov's brilliance, NAR eventually dissolved, most of its mercenaries wiped out by either the Shadows or the Samoshils. Faced with staggering losses, the shareholders halted all funding. All that remains of NAR in the zone are the empty barracks and derelict labs, stark reminders of a misguided ambition based on human misery. Errungenschaft. Durchbrochener Kreislauf. Na, okay. Es war zum Schluss ein bisschen schnell, sage ich mal. Ein bisschen viele Eröffnungen plötzlich, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Aber es war ziemlich cool. Das war ein cooles Spiel. Ne? Es würde mich aber interessieren tatsächlich, werde ich mal entweder rausgoogeln oder bei anderen mal gucken, ob es da sozusagen die Möglichkeit gegeben hätte, alle zu retten. Es war, ja, fand ich auch. Ich fand es auch relativ lang, ne? Keine Ahnung, wie viel der Stream das war. Also auf jeden Fall, ich fand das ziemlich cool. Also ich frage mich, ich schätze mal, ich habe jetzt ein durchschnittliches Ende erwischt, würde ich jetzt denken. Ne, so ein durchschnittliches, wie der erste Versuch, der erste typische Versuch bei so einem dieser Supermassive Games Spiele, ne? Man of Medan oder sowas. Ein paar leben, ein paar sind tot, ne? So. Und auch ein paar paar Konsequenzen in dem Spiel gewesen.
die ich nicht so geil fand, nämlich diese zerstörte Siedlung da, wo auch der Junge gewesen ist und sowas. Das fand ich natürlich nicht so toll. Aber ich hatte auch ehrlich gesagt, ich wollte nicht alles nochmal aufkrempeln. Wer weiß, wie weit in der Zeit zurück ich hätte gehen müssen und wer weiß, wie viele Sachen ich hätte neu machen müssen. Ne? Ich wollte es auch tatsächlich jetzt auch mal abschließen. Ich wollte wissen, wie es ausgeht. Ich wollte quasi da einen Haken dran setzen. Ne? Es hat jetzt aber auch, fand ich, auch die richtige Länge gehabt. Ne? Also jetzt bin ich zufrieden. Das war so ein rundum cooles Paket. Ich werde mir, wie gesagt, bei anderen mal ein bisschen was angucken. Vielleicht so nicht die ganzen Videos, aber mal so ein paar Schlüsselszenen. Mal gucken, wie die reagiert haben oder wie sie am Ende dastehen oder welche Entscheidungen sie getroffen haben. Entschuldigung. Ach, naja, ist auch schon fast 5, ey. Normalerweise, also um diese Uhrzeit klingelt mein Wecker eigentlich. Ich denke, auf sehr hohem Schwierigkeit könnte man sich austoben, weil man immer wieder neu verwickelt wird und anpassen muss. Möglich. Ich habe jetzt auf normal gespielt, glaube ich, oder? Auf normal. Und ich fand es jetzt, sagen wir mal, nicht irrsinnig herausfordernd. Es war jetzt so ein angenehmer Level zum Spielen. Ne? War ganz cool. So, und dann gucken wir mal, was zum Schluss noch, ob noch was kommt. Noch eine Info am Ende oder so. War auf jeden Fall, sagen wir mal, ziemlich, hat mir überraschend gut gefallen. Ne? Ich denke, es war zu einfach für dich, deshalb war es auch manchmal schwierig für dich, der Story zu folgen, weil alles zu schnell ablief. Na, vielleicht. Aber, naja, vielleicht ja. Ich habe ja zum Schluss so viele Ressourcen gehabt, ne? Wo ich nichts mehr also, ja, hatte halt viele Ressourcen, sagen wir so. Aber war okay. War durchaus prima. Also gute Atmosphäre, die coole Art, die Geschichte zu erzählen und ein paar Stellen, wo ich wirklich mit offenem Mund da gesessen habe. Ne? Vor allem diese Parallelwelten und diese Singularitätsdarstellungen und sowas, ne? Total abgefahren. Kickstarter. Das ist ein Kickstarter-Game. Hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt, oder? Ich habe auch ein paar Spiele bei Kickstarter unterstützt und warte jetzt quasi auf die Fertigstellung. Aber die wird dieses Jahr nicht mehr stattfinden. Naja, das war cool. Da hat jemand, trägt sich hier ein als Schmerzen. Okay. So, war sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass die Story doch so wichtig ist und die Woche der Pause dazwischen dann sich doch bemerkbar macht. Ja, du zwischendurch mal irgendwie den Faden manchmal ein bisschen verloren, was als nächstes passiert. Naja, relativ schnell wieder reingekommen, aber trotzdem, hast du recht, die Story war eigentlich wirklich, die war ja so ein bisschen das zentrale Element, ne? Huch. Ich dachte, das Spiel wäre jetzt abgestürzt, das wäre jetzt bedauerlich. Wenn bei den Credits Absturz kommt, ne? Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Jetzt bin ich trotzdem gespannt auf das nächste Spiel. Also
Es gibt ja so ein paar Möglichkeiten, was wir dann in den Samstag jetzt reinballern. Ne? Was wohl gerade relativ neu ist und was aber auch sehr heftig sein soll, ist Mortuary Assistant. Ne? Da habe ich jetzt eigentlich, ich habe da noch nichts von gesehen, aber überall, wo ich darüber gelesen habe, hieß es, dass das wirklich ziemlich heftig sei. Ne? Nichts für schwache Nerven oder so. Das könnte man sich überlegen. Okay. Was gibt's bei Extras? Messer gesperrt, Armbrust gesperrt, molekularer Plasmawerfer gesperrt, Railgun. Sag nochmal, das Spiel, um das es ging, The Mortuary Assistant. Freies Spiel, was? Ach, interessant. Wozu ist das denn gut? Einfach nur zum Gucken? Okay. Na gut. Moment. Also, ich sag erstmal YouTube. Vielen Dank und gute Nacht. Ich stoppe die Aufnahme.